Ja, moin, ihr Lieben. Herzlich willkommen. Ich arbeite noch gerade ein bisschen an meiner Einstellung hier. So, jetzt höre ich mich auch nicht mehr doppelt. Hier haben wir die JPO, wie spricht man es aus? Pisces, Pisches, Pichet, Pisces. Wo sind die Sprachwissenschaftler und Sprachexperten unter uns? Wer kann mir sagen, wie man es ausspricht? Ja, Lamin, die Prima ist da, die Aurora ist da und gleich kommt ein schöner Bulker mit Haifischmaul. Von hinten. Drohne machen wir auch gleich startklar, aber ich wollte erstmal den Stream hier in die Gänge bringen. PCs, Sandra sagt PCs, PCs, PCs. Uiuiui, Pisches, sagt der Nick. Also ich glaube, da können wir uns jetzt wieder den ganzen Stream mit beschäftigen, bis irgendjemand genau herausgefunden hat, wie man das ausspricht. Die Prima können wir jetzt noch nicht sehen. Die liegt ja in Steinwerder. Und deshalb müssen wir noch ein bisschen warten. 17 Uhr soll die AIDA Prima rausgehen. Also haben wir noch ein bisschen was hier fürs Vorprogramm. Brigitte ist da. Brigitte, ja, lecker Kuchen im Augustinum. Bringst du gleich was mit? Brigitte, Käsekuchen mit Schokoladensoße. Wenn ich mir was wünschen darf. Obwohl, nee, ich wollte abnehmen. Ich will ja abnehmen. Nein, nein, vergiss es, Brigitte. Die läuft schon wieder ordentlich aus. Und hat auch eine schöne Patina, das Schiff. Sieht richtig gut aus. Kevin meint laut Google Pieces. Pieces. JPO Pieces. Klingt auf jeden Fall nicht ganz verkehrt, Pieces. Ja. Ein paar gelbe Helme sehe ich da. Ach, das bedeutet Fische. Was ist denn das für eine Sprache? Was ist das für eine Sprache? Moin Malte, mein Lieber. Sattelschlepper Andi, Mensch, ich danke dir für 5 Schweizer Franken. Ja, kleines Goodie für die Kanalmitglieder. Bisschen Aufbau, ein bisschen Schnacken behind the scenes vor dem eigentlichen Stream. Ich danke dir vielmals. Norbert ist auch seit 19 Monaten dabei. Aus Quickborn, Grüße er. Norbert, liebe Grüße zurück und Dankeschön für die Treue. Captain Grabak, auch schon ein Jahr dabei auf Twitch. Captain, ich danke dir vielmals für deinen Sub. Latein ist das? Jetzt weiß ich auch, warum ich mit dieser Sprache oder mit diesem Wort so gar nichts anfangen konnte. Ich hatte ja mal Französisch in der Schule.
Da ist auch nicht so wahnsinnig viel hängen geblieben, aber meistens reicht es zumindest dafür, dass ich einen französischen Satz erkenne. Was er heißt, ist dann was anderes, aber zumindest kann ich feststellen, das ist Französisch. Lamin, die Nova, die kommt erst im Winter wieder und hör mal auf, so rumzuspammen. Bitte. Das reicht, wenn du einmal was in den Chat schreibst. Dankeschön. Dies war eine Serviceansage. Seren, Mann, auch wieder da. Mein Lieber, ich danke dir. 5 Subs auf Twitch. Danke für diese wundervolle Unterstützung. Ja, und da hinten kommt gleich der Bulker. Sehr schön mit dem Pac-Man-Maul. Jochen, ich weiß nicht, ob das italienisch ist. Keine Ahnung. Also hier nochmal, wie man das schreibt. Grüße von der Ostsee, schickt der Ronnos, Jörg und Lars. Ja Mensch, wettermäßig habt ihr es auch nicht so mega gut erwischt an der Ostsee, oder? Ich hoffe mal, das wird noch mal etwas besser. Und ja, die Polizei hat auch gestern schon hier in Hamburg eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Vielleicht könnt ihr da mal gucken. Eventuell könnt ihr damit helfen, weil viele Augen sehen ja am Ende mehr als nur wenige. Deshalb Öffentlichkeitsfahndung. Und die haben nämlich gestern per Social Media den Sommer zur Fahndung ausgeschrieben. Fand ich ganz witzig. Lustige Idee vom Social Media Team. Also da auf jeden Fall mal Daumen hoch. Latein und Italienisch ist nicht so weit voneinander entfernt. Stimmt, da war ja auch was mit den Römern und mit Caesar und so weiter. Haben wir eigentlich ein Bild auf der 2? Ja. Da seht ihr im Hintergrund auch die Aurora. Und ein Fieder geht da auch noch raus. Wer ist die? Tasman? Aber erstmal der Lotse. Christian Hering, 17 Monate, ich danke dir vielmals. Ein sensationelles Dankeschön. Seestern 62 auf Twitch haut ein 5er-Pack Subs raus. Andreas, mein Lieber, sollst du doch nicht. Ganz lieben Dank. McMoneymark. Ein verschenktes Sub auf Twitch. Auch an dich ein dickes Dankeschön. Christoph Kuhlmann sagt, Flagge ist angekommen. 2 Euro, herzlichen Dank. Ja, es sind auch übrigens wieder die petrolfarbenen Flaggen da. Die sind gestern angekommen, haben auch gestern alles eingepackt, alles versendet. Also gehen jetzt dann auch kurzfristig raus. Jetzt muss ich aber gleich mal die Drohne in die Luft schicken. Sonst habe ich hier zu viel Fährengewusel. $100 Bits von Captain Grabak für den Hype Train. Ich danke dir vielmals. Und Nilsi, 5 Euro Superchat. Cruise Day Samstag ist Parade mit Feuerwerk und mehreren Kreuzfahrern geplant. Ja, irgendwie sowas in die Richtung wird es da geben, aber ich weiß halt noch nicht genau, was jetzt so hundertprozentig. Also wie, was, wann, wer genau und so. Aber es ist auf jeden Fall geplant, dass wir streamen.
Location ist organisiert, Genehmigung ist organisiert. Okay, jetzt muss ich erstmal gerade gucken, ob ich ein Bild von der Drohne habe. Ja, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. So, dann geht die jetzt erstmal hoch, dann ist die weg. Ja. Ah, jetzt ja. Genau so. Jetzt brauche ich noch meine Knöpfe hier. So, dann schauen wir mal. Dronski Lufthansa hat abgehoben. Starterlaubnis erteilt. Nein, ich übersehe niemanden absichtlich, Andrea. Danke, dass du das auch nochmal sagst. Ihr müsst halt immer bedenken, das ist hier weitestgehend eine One-Man-Show. Und gerade mit Drohne und vielen Kameras, ich kann nicht immer den Chat lesen. Ich bin schon froh, wenn ich so halbwegs die ganzen Donos und Mitgliedschaften und Subs und so, dass ich das mitkriege. Aber ich kann halt nicht alles aus dem Chat mitlesen. Ne? Von daher... Ja, tut. Was bauen die da auf der anderen F-Seite? Ich glaube, das ist quasi der Ausgang vom Fernwärmetunnel. Die bauen doch hier einen Tunnel oder haben einen unter der Erde gegraben für Fernwärme. Ist das richtig? Ich meine ja. Seren haut auch nochmal 100 Bits raus. Danke dir. Speedy 300 Bits ebenfalls. Danke auch an dich. Ronos. Seit 16 Monaten dabei. Rea ist dabei mit 100 Bits. Christian Hering nochmal 2 Euro, einfach so. Und der Smasher auch seit 9 Monaten. Ein ganz fettes Dankeschön, ihr Lieben. Oh, der Unterkiefer liegt im Wasser. Schade. Mann, zu viel geladen. Nur eine Zahnreihe zu sehen bei dem Schiff. Ja, Feierabend 15:45 Uhr. Nein, also um ehrlich zu sein, als ich den Stream-Titel mir ausgedacht habe mit Feierabend-Ship-Spotting, war ich noch der Meinung, dass wir uns hauptsächlich auf die Kreuzfahrtschiffe konzentrieren. Und ja, dann hatte ich halt gesehen, dass da dieser schöne Bulker kommt. Und ja, noch so ein bisschen Beifang dabei ist. Und dann hat sich der Streamstart immer weiter nach vorne verschoben. Aber dann habe ich das natürlich auch nicht mehr auf die Reihe bekommen, mir dann noch mal auf die Schnelle einen sinnvolleren Streamtitel einfallen zu lassen. Den wollte ich doch hier.
Tasman. Kleiner Fieder. Süßes Teil. So, einen schönen Flug. Einmal hier umkreist, das Ganze von hinten angeschaut und dann die Kamera langsam nach oben gezogen, um zu schauen, was hinten auf der Elbe passiert. Jannik, 8 Monate. Danke, Digga. Freut mich sehr, freut mich wirklich sehr. Ja, heute bin ich ohne Assistenz, beziehungsweise die Assistenz kommt etwas später. Also Tanja ist noch unterwegs. Wie gesagt, das war alles für ein bisschen später geplant. Eigentlich erst so ab circa 16:30, 16:45. Und ja, dann hatte ich so ein bisschen geguckt, was so los ist auf der Elbe. Ja, und gerade diese Bulka hier mit diesem Haifischmaul, ja, die Nordic Kin Din, wie auch immer, Kin irgendwas, die mag ich eigentlich total gerne. Und das ist halt immer so ein bisschen schwer vorauszuplanen, wann diese Schiffe kommen. Ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass der gerade voll beladen ist. Deshalb ist die eine Kauleiste unter Wasser. Aber naja, macht nichts. Außerdem seht ihr im Hintergrund auch schon die, welche war denn das im Hintergrund? Irgendwas mit Z, ne? Oh Gott, ey. Irgendwas mit Z. Auf jeden Fall kommt Tanja noch und Andi kommt, glaube ich, auch noch. Ob Martin noch kommt, das weiß ich nicht. Dem hatte ich zumindest geschrieben, dass ich hier bin. Zeus Lumos, genau. Zeus Lumos. Danke, Tommy. Ich danke dir vielmals. Aber schön, dass ihr tatsächlich alle schon Feierabend habt und mit dabei seid. Das freut mich doch. Nö, Chris, wir hatten keinen Stromausfall heute. Also wenn da einer war, habe ich da nichts von mitbekommen. Und wenn Stromausfall ist, kriege ich das eigentlich sofort mit, weil irgendwas mit Strom läuft bei uns ja immer. Oh, ich lese, wir haben ein Geburtstagskind. Da hauen wir doch gleich mal ein Heuerchen raus, oder? Jetzt, wo es noch nicht so stressig ist, gleich mal an alle Geburtstagskinder und den Tracer. Happy Birthday!
Torben ist auch da. Moin, mein Lieber. Einfach cool, diese Bulka, oder? Wenn die halt nicht voll beladen sind und weniger Tiefgang haben, haben die halt vorne wirklich zwei so haifischartige Zahnreihen. Das sieht schon echt ganz cool aus. Sehr bullig. Ja, alle, die jetzt nicht so häufig dabei sind, die sich fragen, was transportieren diese Bulka? Im Grunde genommen alles, was man so schütten kann. Ja, also irgendwie so Erz, Sand und solche Sachen. Was kann man noch schütten? Mensch, Beispiele fallen mir immer nicht ein. Ich glaube auch sowas wie Zement oder Kalk und solche Sachen. Das wird auch viel mit Bulkern transportiert. Habt ihr noch ein paar gute Beispiele, was man so mit Bulkern transportiert? Alles Mögliche so an Erzen. Die Nordic Kingua, so spricht man sie hoffentlich aus, hat eine Länge von 229 Metern und ist 38 Meter lang. Aktuellen Tiefgang von 14,70 Meter. Dreht jetzt hier wunderbar ein. Feenstaub, ja, Schrott, genau. Kohle, Getreide, ja, super. Danke für ein paar Hinweise. Ja, Schrott natürlich auch. Also Schrott ist hier in Hamburg auch ein Thema. Also wir haben hier schon ein paar wirklich anständige, ausgewachsene Schrottplätze. Und hinter mir warten auch schon zwei Boluda-Schlepper. Gibt es schon 400 Meter Tanker, fragt der Nick. Gibt es nicht sogar Tanker, die noch größer sind als 400 Meter? Da steht das Empfangskomitee. Schön umkreisen. Man muss aber auch mal wieder zum Zahnarzt, oder? Ja, Zahnstein, genau. 458 Meter schreibt hier der 4D. Das war wahrscheinlich auf den Tanker bezogen, also wurde aber abgewrackt. Ah, okay, also nicht mehr im aktiven Dienst. Ja, die Fähren immer zum falschen Zeitpunkt, ne? Ich denke gerade, wieso fliegt meine Drohne da? Ich habe die doch nur in der Luft stehen, aber das ist gar nicht meine. Das ist gar nicht meine.
Ah, hier aber die Details, ne? Von der Crew vorne auf der Back auch immer richtig schön sowas. Jo, da sind sie, die Boluda-Schlepper. Und nehmen die Nordic Kingur in Empfang. Den Namen werde ich mir nie merken können, das weiß ich jetzt schon. Angelika, ich bin ganz bei dir. Rote Schiffe sehen einfach schön aus. Das ist so. Also ein bisschen Farbe tut den Schiffen schon ganz gut. Chingur schlägt Gasti vor als Aussprache. Ja, klingt nicht so verkehrt. Ja, richtig. Am Heck müsste die jetzt noch irgendwie so eine Schwanzflosse haben, passend zu diesem Haifischmaul. Nein, Game Planet, Rot ist nicht die schönste Farbe. Es ist ganz klar blau. Oh je. Ich fürchte, ich habe jetzt Chatkrieg angezettelt. Oh je. Schneidet das raus. Vergesst die letzten 20 Sekunden einfach. Vergesst es. Guck mal, da im Hintergrund die Aurora, dann da nach Schlepperbrücke, Branddirektor Westphal liegt da, einige Schlebbis noch. Da kommt noch was Lüttes. Was ist das, ein kleiner Bulker oder ist das ein Tanker? Es sieht eher nach einem Bulker aus, oder? So. Nein, Blau ist kein Zustand. Blau ist eine traumhafte Farbe. Tom der Bär, 3 Monate bei Twitch. Ich danke dir vielmals. Sönke lässt 5 Euro da. Mit einem Moin aus Marmsdorf. Viele Grüße an den Schiffsflüsterer. Herrliche Bilder. Ich finde die Bulka auch richtig cool. Ja, Bulka, also echt, ne? Also die haben sowas. Ja, die haben sowas. Also der Name sagt es schon, ne? Bullterrier. Bulka kommt von Bulkterrier. Bullterrier. Bulkterrier. Ja, also ihr wisst, was ich sagen will. Tom der Bär, danke auch noch für das verschenkte Sub auf Twitch. Herzlichen Dank, mein Lieber. Und Boogie Boo ist auch seit einem Jahr dabei. Schön, dass du so lange ausgehalten hast mit uns. Nilsi auch schon. Nilsi ist ja auch schon seit Anfang an dabei. Immer schön, wenn viel Betrieb auf der Elbe ist. Und er schickt nochmal 2 Euro. Vielen Dank, Nilsi. Ja, die Zeus, whatever, die brauchen noch einen Moment. Deshalb lande ich nochmal zwischen.
So. Achtung, Lufthansa kommt rein. Vorsicht einmal bitte. Und nein, ich bin nicht von Adidas gesponsert, auch wenn es das Bild gerade suggerieren könnte. Nix mit am Hut. Das wäre aber, hey, das wäre doch gekonnte, subtile Schleichwerbung gewesen, oder? So eine schöne Landung mit der Drohne und dann sponsored bei Adidas. Hätte ich mich aber auch für gefeiert. Ist leider nicht so. Ist leider nicht so. Ja, so, ich kann wieder etwas mehr in den Chat gucken. Chris, ja, es ist in der Tat so ein bisschen schwül hier im Hafen. Geht aber, also eigentlich zum Stream ganz angenehm. Ne? Doch, schon so ein bisschen Luftfeuchtigkeit ist schon da. Dilling fragt, AIDA-Ausfahrt auf der linken Seite. Ja, das ist so richtig. Also im Seemannsjargon könnte man auch sagen, auf der Backbordseite. Aber links funktioniert auch in Fahrtrichtung. Ja, Lufthansa braucht noch so eine eigene Ansage. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht ich bräuchte eigentlich mal so einen Fake-Funkspruch, den ich einspielen kann. Ne? So, Padian Tower, Lufthansa, er bittet Startgenehmigung. Aber das machst du auch nur ein-, zweimal, dann ist der Witz vorbei. Oh. Geht's euch denn allen gut? Ich habe vorhin schon einmal gefragt. Aber es sind ja doch noch einige dazugekommen. Wetter kann nur besser werden. Hey, und ich habe einen Programmhinweis. Morgen auf jeden Fall. Auf der Schar hören. Zusammen mit dem lieben Olli. Da gucken wir uns die Maschine mal an. Und die wird halt auch angeschmissen. Das ist nicht nur einfach mal so dran entlang gehen, sondern die wird laufen. Das heißt, ich kann dann auch ein bisschen Kohlen schaufeln. Die hat um 16 Uhr eine Charterfahrt. Da können wir nicht mitfahren. Wir fahren ja erst am 24.08. mit. Und haben aber gesagt, als Vorbereitung für das Ganze, die müssen ja halt immer ein paar Stunden vorher die Maschine schon vorheizen, als Vorbereitung kommen wir einfach mal an Bord, wenn angeheizt wird. Und dann sind halt noch keine Gäste da. Dann können wir halt da ganz in Ruhe unten in der Maschine uns das alles mal zeigen lassen. Also morgen circa 14 Uhr. Ich glaube, das wird echt gut. Ich glaube, das wird richtig gut. Sommerdom-Rundgang, ja, für wann, weiß ich noch nicht genau. Wollen wir auf jeden Fall machen, aber ich denke, das wird auch eher so eine spontane Geschichte, wenn wir alle Zeit haben. Da muss natürlich Schwester Hansen mit. Ja, sonst ist das ja langweilig. Ja, Paddy bei körperlicher Arbeit. Ihr werdet es kaum glauben, aber ja, wahrscheinlich wird es die eine Schaufel Alibi-Kohle. Prima geht um 17 Uhr raus. Also wenn sich da jetzt nichts verschoben hat, das war jetzt so die offizielle Zeit. Ich habe heute natürlich mal wieder versäumt, beim Lotsen nachzufragen. Ja. Dann ist eine angeheizte Stimmung. Ach, Leute, ihr seid echt die Helden der Wortspiele. Einfach schön. Einfach schön. Einfach schön fragt, ob ich am 24.08. nicht das Auslaufen der Prima streame.
Ja, am 24.08. sind wir ja auf der Charhörn. Also wer Bock hat, kann da gerne noch mitfahren. Das kann natürlich sein, dass dass wir der Prima dann begegnen. Vielleicht geht es sich ja auch zeitlich aus. Also vielleicht können wir auch eine kleine Extra-Runde drehen mit dem Stream und sagen, Stream von der Charhörn, Begleitung der Prima. Aber das will ich dir jetzt mal lieber nicht versprechen. Mann, AIDA haben wir so oft. Wir haben so oft AIDA. Freut euch doch darauf, wenn wir ein bisschen Abwechslung haben. Ist natürlich immer doof, wenn ausgerechnet du dann an dem Tag mitfährst und hallo, moin, und dir vielleicht gewünscht hättest, dass wir das streamen. Das ist natürlich, das kann ich verstehen. Aber wir kriegen leider nicht jedes Auslaufen drauf. Ja, bist du drauf auf der... Ja, also wenn, wie gesagt, wir schauen mal. Queen Mary, ja, die wird auch wieder nach Hamburg kommen, aber ich habe ehrlich gesagt kein Datum. War das nicht irgendwann auch im August, wo die Queen Mary zweimal wieder kommt? Ach, Prima haben wir etwas später, 17:20, 17:30, ja, auch in Ordnung. Da bin ich noch da. Da bin ich noch da. Wir haben auch noch die Aurora, die geht ja später raus. Aurora möchte 18:30 raus. Mal gucken, ob es dabei bleibt. Samstag haben wir Mein Schiff 4 hier und irgendeine AIDA. Soll nach aktueller Planung sogar relativ zeitgleich rausgehen. Moin! Schon wieder so viel Besuch hier. Die Aurora ist auch die ganze Zeit da hinten schon am Räuchern. Kirsten hat es rausgesucht. Queen Mary 2 am 17.08. Ja, wir können eigentlich mal in die andere Richtung drehen. Da hinten kommt die Zeus, schon wieder vergessen. Seid ihr zu Besuch hier in Hamburg? Ja, die Leute sind abgestiegen. Ach, so wart ihr auf der Prima? Ah, cool. Wir hatten auch so mittelmäßiges Wetter. Ist heiß. War heiß? Ja, 30 Grad. War das auch Norwegen wieder? Hattet ihr besseres Wetter als ich? Zeus Lumos, ja genau. Verdammt. Christian, die Mats Maersk, die steht, glaube ich, erst für 22:30 Uhr drin. Ich meine, 22:30 Uhr würde die drin stehen. Also das könnte ein bisschen spät werden heute. Mike ist da. Moin Mike, mein Lieber. 5,99. Herzlichen Dank, Digga. So, mal wieder eine Fähre. Oh, Tanja ist auf der Fähre. Schön. Dann gibt es gleich endlich wieder Qualitätsmoderation.
Ach, guck mal, hier wird ja geladen. Übrigens, die MSC Soraya ist wieder unterwegs. Die haben sie wieder vom Haken gelassen. Da war ja am Wochenende so eine kautschukartige Substanz ausgetreten und deshalb hatten sie die erstmal festgehalten. Aber die ist wieder unterwegs. Ich weiß gar nicht, wann die raus ist. Ich schätze mal gestern. Gestern war ja auch echt ein Wetter. Junge, Junge, war das furchtbar. Als die Aurora im Dock lag, war Hafengeburtstag. Okay, das war aber weit vor Hamburg Hafen-Live-Zeit. Aber ich kann mich noch daran erinnern, als die eine Disney im Dock lag. Da hatte ich sogar auch Fotos gemacht, oben vom Atlantikhaus. Thorsten und Petra, Grüße zurück nach Peine. Und danke für 20 Monate, ihr beiden. Das stimmt, das war auf jeden Fall deutlich kälter. Wir haben unsere Tour im Mai gemacht. Also da war man oft gut eingepackt an Bord. Aber gleich gucken wir uns erstmal ein schönes Containerschiff an mit 366 Meter Länge, die Zeus Lumos. Wo möchte die denn hin? Ich glaube, die möchte zum Burchardkai. Ist das richtig? Dieselmart fragt, ob die Kräne automatisch gefahren werden. Nein, da sitzt jemand drin. Also es gibt neue Containerbrücken, die werden dann ferngesteuert gefahren. Da sitzt dann keiner drin, werden aber trotzdem quasi per Fernbedienung gesteuert. Und hier bei denen sitzt aber noch ganz klassisch oben jemand drin. Wenn man mal genau hinguckt, seht ihr da die Kanzel. Da ist ja das Hala-Logo oben und etwas rechts davon, leicht unterhalb, da ist die Kanzel. Und da sitzt jemand. Natürlich so, dass er nach unten, nach vorne, zur Seite gucken kann. Also hat halt direkt vorne an den Füßen eine Scheibe und kann dann runter gucken, um da entsprechend zu zielen. Und das ist tatsächlich, ja, das ist wirklich Handarbeit. Also das Zielen auf die Container. Ja, das ist nicht irgendwie, dass da ein Laser ist, der das Ganze ausmisst und dann vollautomatisch perfekt den Container trifft. Nee, das ist wirklich hier Handarbeit. Die einzige kleine Unterstützung, die sie haben, sind diese sogenannten Flipper. Das sind so kleine Führungsecken an den Seiten des Spreaders. Spreader ist dieses Teil, was den Container aufnimmt. Aber ansonsten ist das wirklich Gefühl. Gefühl. Auch halt das Aufsetzen jetzt. Ne? Die müssen halt wirklich genau gucken. Deshalb macht das halt auch ab einer gewissen Windstärke irgendwann keinen wirklichen Sinn mehr, da zu laden, weil dann da einfach viel zu viel hin und her schwenkt. Ach, Aurora, 25 Jahre, Mensch, danke Arthur. Sachsen-Uwe ist da, der ist 5,99 da. Beim letzten Hamburg-Besuch durfte ich die Stettin mit anheizen. Oh, das hat bestimmt Spaß gemacht, oder? Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, wir hatten ja auch einen Stream auf der Stettin. Fun Fact, die Kessel in der Stettin sind die gleichen, oder zumindest gleiche Bauart, gleiche Größe, wie sie auch auf der Titanic waren. Auf der Titanic hatten sie halt nur ein paar mehr. Chase ist auch da, lässt 2 € da. Chase, ich danke dir vielmals. Ganz fetten Dank für eure Unterstützung heute wieder.
quadratischer als hier zum Beispiel dieses Expeditionsschiff. Die jetzt hier auch mal wieder fährt. Ja, genau. Die sieht noch ein bisschen sportlicher aus, sag ich mal, weniger. So, da ist auch schon ein Schlepper. Hinten ist hinten schon ein Schlepper dran? Nehme ich mal an, oder? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ach, so viel Welle ist da gar nicht für den Lotsen. Es kann sein, dass der natürlich so ein bisschen gegen die Welle von dem Schiff ankämpft. Das Schiff verdrängt ja und drückt natürlich den Lotsen immer so ein bisschen weg. Da müssen sie immer ein bisschen gegensteuern. Deshalb sieht man auch sehr oft, dass das Lotsenboot leicht schräg hängt an der Bordwand. Carsten Oberlausitz, ganz lieben Dank. 5 verschenkte Mitgliedschaften. Danke, danke, danke. Hamburg Hafen Live gibt es seit etwa 2,5 Jahren, Harp Music. Der Kanal, genaues Gründungsdatum Kanal war, glaube ich, Februar 23 oder März oder war es April? Irgendwie sowas. VW Resolut ist 8 dann dran. Ja, und danke für die Info. Ja, das Dilemma ist halt, dass sie da auch So. tolle Bilder für Internet so machen, richtig tolle Weinbilder. Seid ihr jetzt nur hergekommen, weil ich hier am Streamen bin? Ja. Das ist ja abgefahren. Das wir ist waren ja. halt auf dem Weg. Insofern. Und ich habe gar keinen Kuchen für euch, kein Fischbrötchen. Die Benachrichtigung kam, da waren wir schon. Ach so. Wart ihr alle auf der AIDA? Du hast auch eine AIDA-Tasche. Wir haben nur eine Besichtigung gemacht. Ach so. Wir sind nicht gefahren. Aber wir haben gedacht, nach deinem Stream, wir gucken sie uns mal an. Ja, und hat sie euch gefallen oder nicht so? Eigentlich schon. Ich kann mir das schon vorstellen, ein Ja. Foto zu machen. Gibt schlimmere Arten zu reisen. Definitiv. Ne? Und die haben es auch einem direkt schmackhaft gemacht, gleich eine Reise zu buchen. Natürlich. Verkaufen können die. Natürlich. Haben Sie gleich 5% bei Buchung vor Ort oder was gab es da? Nee, man kriegt, also von 5% habe ich nichts gehört, aber man kriegt natürlich die Besichtigung, ist ja nicht ganz so billig. Und davon kriegt man das meiste dann angerechnet auf den Reisepreis als Bordguthaben, genau. Und ja. Und man hat aber noch 6 Wochen Zeit, sich das zu überlegen. Ach, du hast 6 Wochen, darfst du jetzt noch überlegen. Okay, das ist ja gnädig. Ja, Essen war mit drin. Im Marktrestaurant. Immerhin, ganz genau. Nick hat nachgeschaut. Seit dem 15.02.2023 gibt es den Kanal. Genau. Haben wir ein bisschen eher angefangen. Also, aber wir haben gesagt, da man das so schön nachgucken kann, nehmen wir das auch als offizielles Startdatum. Michael, 1972 ist momentan auf Eis. Da passiert gerade nichts. Oh, da ist jemand, der nennt sich Herr Paddy. Moin, mein Lieber. Herr Paddy. Ja, aber interessant. Schiffsbesichtigung machen und dann hinterher die Kosten der Schiffsbesichtigung. Was kostet das? 59 € die Besichtigung? 56. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir denn? Da kommt eine Fähre. Ich starte jetzt, bevor diese Fähre kommt. Ist zwar ein bisschen früh, aber die Akkuladung wird schon reichen. Vor einer Woche haben wir das gebucht. Ja. So, haben wir doch mal ganz spannend, so ein Schiff auch mal wirklich zu sehen. Vielleicht mal auf den Familie. Ja. Und ich muss sagen, wir sind vorher zum Vorsicht einmal. Na, wo ist sie da? Ja.
sind auch hier reingenagelt. Okay. So viel besser geworden. So, wer ist Björn von euch? Du. Björn, endlich mal live vor Ort. Dankeschön. 9 Monate seid ihr schon dabei. Ah, Torben meint, mein Schiff kostet die Besichtigung 89 €. Ja, aber mein Schiff ist ja auch schon Upper Class, ne? Das ist ja schon für die deutlich besser Betuchten. Ja. Aber ich glaube, dafür darfst du dann auch da im Pool schwimmen. Bei den 89 €. Bei 89 €, genau. Ja, aber am Ende bist schon du schuld, das muss man so sagen. Ich bin schuld. Ja. Jetzt schiebt ihr mir das in die Schuhe. Verdammt. Ja, der Stream hat so viel Spaß gemacht, da haben wir gesagt, das Schiff müssen wir uns mal angucken. Also die ganzen Streams. Ja, aber freut mich. Freut mich. Kann ich ja doch noch als Kreuzfahrt-Influencer anfangen, oder? Auf jeden Fall. Alleine schon deine Twizy-Fahrt war der absolute Hammer. Twizy war super, oder? Ich würde auch lieber Twizy-Influencer werden. Hier mit so einem Twizy durch den Hafen. Aber irgendjemand hat geschrieben, dass man die nicht mehr kaufen kann, die Biester. Ich glaube, die werden nicht mehr gebaut, oder? Jo, Fähre kommt. Können wir ja mal gleich umschalten. Ja, die Twizy-Fahrt ist auch noch online auf YouTube. Das war irgendwo in Geiranger. Ich glaube, der Stream nennt sich auch irgendwas mit wilde Fahrt oder so. Irgendwie so habe ich den genannt. Wilde Fahrt mit dem Twizy, Kommt im Titel vor. Adlerhorst oder Adlerkurve. Irgendwie so heißt er. Und ich glaube, da müsste auch ein Marker drin sein, dass man die Stelle relativ schnell findet. Oh, die Chefin ist da. Endlich. Hallo. Die Community-Beauftragte. Was für ein Auflauf hier, aber nicht, dass das Ding hier gleich untergeht, ne? Ich habe es getestet. Wenn es mich hält, hält es euch auch. Wenn ich jetzt wieder das so sage, bin ich wieder gemein. So, da bin ich. Ich hoffe nicht, dass ich das schlechte Wetter mitgebracht habe. Also bis jetzt sah es ganz gut aus. Ja, aber da war ich auch noch nicht da. So, warte mal. Dann können wir doch hier mal... So, jetzt habe ich auch den Durchblick. Ja, können wir doch mal hier ein munteres Hallo sagen. Ja. Oder? Moin, ihr Landratten. Ihr seid übrigens gerade im Bild. Ja, ich warne Macht euch nix, nur ne? vor. Ja. Moin, ihr Landratten. Moin. Liebe Grüße hier von der Waterkant. Ich hatte noch gar nicht offiziell begrüßt. What? Extra Hast du auf wieder dich vergessen? gewartet, ja. Ja. Hast du vergessen und jetzt tust du so, als ob das... Ja, wir hatten ja schon einen schönen Bulker eben, ja, Hab dem ich eine gesehen. Zahnreihe fehlte. Jetzt haben wir da ein wunderschönes Containerschiff, Fähren ohne Ende und dann haben wir natürlich die beiden Kreuzfahrtschiffe. Und ihr habt versprochen, dass ihr alle die Daumen drückt, dass das Wetter hält. Jetzt das- sind wir zum Schirm halten. Das da, wäre ne? mir ein Anliegen. Ja, irgendeine Aufgabe braucht ja jeder. Apropos Wetter, also ihr glaubt wirklich nicht, Patrick hat das ja schon kurz erzählt, wie nass ich geworden bin. Und das war gar, also Fluchtartig den Stream verlassen. es war gar nicht so schlimm. Also der Oberkörper war ja trocken, aber mir ist das wirklich so hinten, so in Wadenhöhe, richtig, also als wenn du da wirklich immer einmal Wasser rüber gießt und es ist mir Ich komplett in bin die gar Schuhe nicht so nass gelaufen. geworden. Also ich hatte bestimmt 5 cm Wasser in den Schuhen und es war ja so windig. Also es war ja so kalt nachher und habe gedacht, nee, also nasse Schuhe, also mit der Hose hätte ich echt leben können, aber nasse Füße, das Also ich hatte ja, eigentlich nicht so viel.
Heute habe ich vorgesorgt, ich habe Regenkleidung mit und ein paar Gummistiefel. Also wenn die Schuhe nass werden, notfalls kann ich die ja nur wechseln. Also, Das Gute ist ja, wenn du alles dabei hast, braucht man es meistens nicht. ja, also packe ich immer alles jetzt ein, brauche ich ja nie. Ja. Wollen wir uns mal gleich ein Containerschiff angucken? Auf jeden Fall. Guck mal. 5 verschenkte Mitgliedschaften vom Carsten. Dankeschön. Obwohl, ich hatte das eben schon. Egal, Carsten. Ich brauche mal irgendwie sowas, dass ich weiß, was ich... Wo ich schon Danke gesagt habe. Ist ja richtig Sonne hier bei dir. Ja, ich bin selber etwas erschrocken. Willst du ein bisschen, ich habe dieses Sonnenspray mit, willst du das mal einmal dir die Brille ab und Ja, einmal... können wir gleich machen. Guck mal, Pulling Pigs grüßt von der Fähre. Tschüss. Tschüss. Winke, winke. In der Tat, also Tanja denkt wirklich an alles. Das ist unfassbar. Also gerade wenn es darum geht, hier so Sonnenschutz und solche Geschichten. Also da ist Tanja immer ganz, ganz weit vorne. Ist ja auch gut so. Wir müssen nachher mal dran denken, dass wir, bevor die AIDA rausgeht, noch mal eine WhatsApp verschicken. Ja. Für die AIDA-Fans. Könnt ihr mal mit dran denken? Hier. Andi, dass wir eine WhatsApp rausschicken, wenn die AIDA losfährt. Ihr habt alle gehört, ne? Für Sehr gut. das ist nämlich unsere Marketingmaßnahme. Es hat vorhin auch schon jemand geschrieben. Warte mal, ich habe das extra Geht ein bisschen später fotografiert. raus, oder? Nee, irgendwo ist jemand drauf. Ja, irgendjemand ist auch. Net Divine. Hallo Paddy, heute grüßt die Raute eine Kabine hinter deiner ehemaligen von der Prima. Ah, okay. Ich hoffe auf der richtigen Seite. Wobei, ja, ich hatte ja Backboard, also dann passt das. Ja, das Ja, musst die du ist doch. auch gut. Die hat den Balkon noch mal so ein bisschen mehr seitlich. Fand ich auch nicht schlecht. Ja. Oh, René schreibt, das nennt man Liebe. Ups. Ja, ups. Liebst du mich? Aber sicher doch. Ich habe Zeugen. Selbstredend. Bekoi fragt, ob man... Bekoi, sag ich. Bekoi. Ja, weil er das mit Toy gefragt hat. Jetzt hast du aber Bekoi. deinen Namen weg. Ja. Ob man bei der Schiffsanzeige auch die Toy-Zahl anzeigen kann. Nee, das geht leider nicht. Also ich will das nicht ausschließen, dass das vielleicht doch irgendwie geht, aber jetzt im Moment funktioniert das leider nicht. Ja, Tanja ist die gute Seele hier, in der Tat. Hansi, ganz lieben Dank für 2 €. Und Ulrich ist auch da, schickt auch noch mal 2 €. Herzlichen Dank. Ich glaube, ich gehe gleich noch mal schnell zum Auto. Wo packst du denn? Da, wo du mal parkst? Ja, genau, da finde ich ist schon. auch noch die Kühltasche drin. Soll ich das noch mal schnell holen? Weil ich brauche mal hier meine Mütze. Ja. Also nicht meine Wollmütze. Kannst du gerne machen. Meine Schirmmütze bei der Sonne jetzt. Ja, dann mache ich das noch mal Der kurz, ne? Autoschlüssel müsste in meiner Jacke sein. Kannst du mir das mal gucken? Achso, soll ich das einfach mal hier so... Ja, das kannst du einfach so abklipsen. Ich leg das mal hier hin, ne? Ja, genau. So. Big Koi, ja Kai, sorry. Bitcoin. Big Koi, sorry. Den Namen hat er jetzt weg. Ja, tut mir leid, echt. Tut mir echt leid. Keine Absicht. Aus Bibione kommen hier Grüße. 366 Meter hat sie. Ja, was haben wir denn für eine Toy-Zahl hier? Porsche-Fan sagt 15.000. Ja, das ist auch so eine typische Toy-Zahl für diese Schiffsgröße. 366 Meter Länge.
Die haben ja meistens so um die 50 Meter Breite. Eigentlich eine sehr schöne Größe, wie ich finde. Da ist schon wieder die andere Drohne. Das ist bestimmt Michi. Das ist bestimmt der Michi. Michi, liebe Grüße, falls du mich hörst. Ja, Torben, das kann man schon vermissen. Das kann ich voll verstehen. Da bin ich ganz bei dir. Auch wenn ich nur ein bisschen Seeluft geschnuppert habe, aber das ist einfach geil, mit den Dingern zu fahren. Es ist der absolute Knaller. Wirklich. Also könnt ihr mir jede Kreuzfahrt für schenken. Würde ich sofort eintauschen. Also egal. Zwei Schlepper Achtern, wobei der eine, der auf der Steuerbordseite, der ist auch an der Springklüse festgemacht. Ich kann da noch mal reinzoomen. Also ihr seht, der ist nicht Achtern festgemacht, sondern da seitlich, damit er gleich dann auch beim Drehen da einen entsprechenden Angriffspunkt hat.
Malte hat auch Feierabend. Ja, einen schönen davon wünsche ich dir. Ja, ich weiß gar nicht, ob die vorwärts reingeht oder ob sie die auf der Elbe drehen. Ich glaube, die 366er könnten sie theoretisch noch im Parkhafen drehen. Kann aber sein, dass sie jetzt das doch hier auf der Elbe machen, weil da einfach ein bisschen mehr Platz ist. Amerika-Höft kommt von hinten, ja. Wollt ihr wieder los? Nee, du bist nicht alleine in der Luft, ne? Bitte? Nee, da ist. Okay. Ich denke, Michi ist das. Das ist doch ein bisschen enger, da habe ich gedacht, oh, das ist ja gar nicht gesehen, dass das frei war. Das müsste Michi sein. Bist du wieder da? Chefin ist wieder da. Endlich wieder Premium-Unterhaltung. Na, das wird sich zeigen. Sag mal, hast du vorhin, das hatte ich im Chat geschrieben, fuhr hier vorhin das Elbtaxi vorbei? Ein Elbtaxi habe ich nicht gesehen. Ne? Das ist auch so ein Boot, steht ganz oben so ein Banner Elbtaxi. Was mag das Okay. denn sein? Keine Das würde ich Ahnung. noch gerne mal bestellen, um rüber zu fahren, wenn das geht. Dachte, vielleicht weiß So, jemand, was das ist. jetzt geht der Schlepper an der Springklüse raus. Kann man sehr schön sehen hier aus der Luft. Malte hatte Geburtstag, ne? Habe ich das irgendwie... Oh, das habe ich gar nicht. Also ich hatte eben schon einen Geburtstagssong rausgehauen, aber Walter hatte ich gar nicht gesehen. Alter, hatte Geburtstag, ne? Ich glaube, da hattest du auch noch dran gedacht. Also merken wolltest du dir das, glaube ich. Okay. Aber natürlich wieder vergessen. Ja, aber kannst du ja noch mal nachholen. Sorry. Auf jeden Fall Happy Birthday. Happy Birthday nachträglich, lieber Malte. Oh, Malte hatte auch gestern, lese ich gerade. Mensch, Malte, Happy Birthday. Aber Malte ist, glaube ich, gerade weg. Kann das Habe ich doch sein? gerade eben zu dir gesagt, oder was habe ich gesagt? Du hast Walter gesagt. Malte habe ich gesagt. Ich habe Walter verstanden. Oh, Ich bin bei Walter und du bist bei Malte. habe ich doch gesagt. Hat sie, Chat, liebe Zuschauer, hat sie Walter gesagt? Bitte, fallt mir jetzt nicht in den Rücken. Sie hat Walter gesagt. Ist ja aufgezeichnet. Also ich will mich da auch nicht freisprechen. Vielleicht habe ich auch Sie Walter hat gesagt. Walter gesagt. Ich habe doch Malte Ja. gesagt. Sabrina ist auf der an der Lanai Bar. Ja, Malte ist gerade noch, den muss ich ihm nachher noch mal eine WhatsApp schicken oder ihn noch mal anrufen. Guck, ja, der ganze Chat schreibt, du hast Walter gesagt. Hier alle, Walter, Echt? Walter, Walter. Ja, genau, hat Walter gesagt. Danke, dass ihr mir recht gebt. Malte hört aber noch zu. Malte, herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Ganz, ganz fetten Glückwunsch. Es gibt tatsächlich ein Elbtaxi. Ja. Unser Sebastian hat das gerade rausgesucht. Ja, aber guck mal, alle Abgefahren. schreiben, dass du Walter gesagt hast. Okay. Alle. Hat nicht einer geschrieben, Malte. Ja, ich habe es ja jetzt gehört. Guck, Silke bestätigt es auch. Kevin auch. Kevin
sie hat Walter gesagt. Alle sagen es. Naja, ob nun Walter oder Malte, Hauptsache Hafen, oder? Ganz genau. So, und der Porsche-Fan sagt, ich habe Malte gesagt, danke mein Freund. Alles Nein, gut. Porsche-Fan hat auch Walter geschrieben. Nein, Nein, ich lese Walter. du spinnst doch. Sind doch veräppeln, aber lustig ist es. Aber es hatte garantiert auch ein Walter Geburtstag gestern. Also so Okay. verkehrt lache ich dann, wenn ja doch nicht. Ah. Guck, Ralf schreibt's auch. Tanja hat Walter gesagt. Ich meine, du weißt aber schon, dass ich auch lesen kann, oder? Ja, Torben bestätigt's auch. Guck mal, alle. Genau. Da seht ihr mal, was ich immer alles aushalten muss Ja. mit dem Witzbold. Paddy verarscht Aber mich so oft. danke, dass ihr zu mir haltet. Paddy verarscht mich so oft mit Sachen und so im normalen Alltag kriegst du das dann ja auch so gar nicht mit. Ne? Und dann kommt wieder irgendwie so eine Sache und dann denke ich irgendwann so nach 10 Minuten, der hat mich doch jetzt richtig verarscht. Ne? Weil da kommst du nicht drauf auf so einen Blödsinn. Aber sag mal, kennt ihr zufällig auf TikTok dieses Pärchen, was sich immer gegenseitig prankt mit Luftballons voll Rasierschaum-Wassermischung? Kennt ihr die zufällig? Wie heißen die? Die heißen irgendwie J-Lo oder so ähnlich und J-Lo und keine Ahnung wie er ist. Ich habe mich schon so schlapp gelacht. Ich habe mich so kaputt gelacht. Es ist, also das ist wirklich großartig, was die beiden machen. Oh, es gibt aber wirklich richtig lustige Pärchen auch bei Insta. Ich habe letztens sowas, habe ich Anja geschickt und wir konnten uns nicht mehr halten. Ich muss das noch mal raussuchen. Da muss ich mal den Link zu. Also es war so, also das müsst ihr sehen. Das kann ich jetzt nicht erzählen. Das muss man einfach sehen. Aber das ist so witzig. Ich musste mir das 10-mal angucken, weil und diese Mimik von denen und wie die das rüberbringen, also großartig. Ja. Ich suche das noch mal raus. Oh, Fortnite schreibt, er sucht diese Woche meine Geschenke in Norwegen. Ich fürchte, da kommst du zu spät. Ich glaube, die sind alle weg. Ich glaube, wir müssen mal. Ja, genau, Big Koi, der das über die Tür hängt und dann drauf schießt es sich. Ja, das ist so, Also- es ist so vorhersehbar, aber ich lache mich jedes Mal. Und dann diese Lache von ihm hinterher. Der hat so eine sensationelle Lache. Also es ist wirklich großartig. Peter schickt 2 Euro und liebe Grüße an Walter. Peter, ich danke dir vielmals. Danke. Ja, Fortnite Opa ist übrigens auf der Prima, Deck 14, Mitte. Danke für die 100 Bits. Vielen Dank. Und Kevin schickt 2 Euro Superchat für Dankeschön. den kleinen Lümmel von der Waderkant. Ja. Flomo, auch 2 Euro. Letzten Urlaubstag genießen, sitzen wieder Elbstraße. Da habt ihr ja auch einen Logenplatz, würde ich sagen, oder? Und Eva ist da. 5 Schweizer Franken für Tanja, die an vieles denkt. Ja. Dankeschön. Gestern habe ich übrigens eine WhatsApp bekommen von unseren lieben Eidelstädter Nachbarn. Okay. Die haben ordentlich mal gesammelt und sind dann zu Hafenhilf gefahren und haben ihre Spenden Ach, das ist ja auch abgegeben. cool. Ja, Das ist auch schön. fand ich richtig klasse. Haben auch noch alle mobil gemacht, haben das auch wieder überall verbreitet. Fand ich richtig cool. Oh, hier, weißt du, Ursi hält auch zu dir, obwohl du Walter gesagt hast. Siehst du? Aber das ist lieb von Ursi. Weißt du, Ursi weiß ganz genau, dass du Walter gesagt hast, aber sie hält zu dir und sagt trotzdem, dass du Malte gesagt hast. Siehst du? Ursi, das ist echt lieb Ja. von dir, Und du weißt ja, dass weil der ganze Chat gegen Tanja ist. Und du weißt ja, wenn du frech bist zu Ursi, die wollte ja mit ihren Albbläsern hier vorbeikommen und richtig mal das Bubendeiufer Ursi aufmischen. wollte Alphorn am Bubendeiufer Ja. spielen. Da sind wir gerade auch noch in Kontakt. Finde ich mega. Ich finde das auch lustig. Ich meine, was ist schon so ein Horn, wenn du hier richtig so ein Alphorn hast? Also das gab es auch noch nicht. Es kommt auch hinter dir noch was, das ist aber was Kleines.
Was kleines Ja. Rotes. Aber rot. Wenn es rot ist, ist es gut. Ja, Ursi, guck mal. Ursi, wie schön das ist, wenn man sich verschreibt. Macht aus dem Postbüdel einen Pissbüdel. Also heute haben wir es hier mit den Namen, ne? Big Koi und der Pissbüdel. Und Walter nicht zu vergessen, hatten wir heute auch noch. Aber ich meine, so Verschreiber oder Versprecher sind doch auch echt witzig. Also Ja. darf das auch nicht zu ernst nehmen. Ich meine, das Leben ist schon ernst genug, oder? Yvonne schickt auch nochmal 5 € per PayPal. Danke Yvonne für Premium Feierabendunterhaltung. Herzlichen Dank, meine Liebe. Guck mal, 16,47, dann haben wir gleich, ja, das geht ja, wenn die dann 17,20 rausgeht, ne, 17,30, bis sie hier ist. Ne, rein kommt da nichts mehr, ne? Ja. Aber dann können wir gleich mal eine kleine Gedankenpause machen. Kleine Flugpause. Du machst eine Gedankenpause. Ja. Damit willst du sagen, dass du sonst auf jeden Fall nachdenkst. Mhm. Ist ja auch mal gut zu wissen, oder? Oh, Michi ist im Chat. Michi hier. Du Oller Schmagauke. War bestimmt deine Drohne, Moin. oder? Er hat noch einen Tipp. Die Boche im Rotterdam. Was ist das denn wieder, Michi? Was ist das denn für ein Dampfer? Boche im Rotterdam. Da kann Andi gleich mal gucken. Da sind die Rittpiraten übrigens. Ganz Andi, weit kannst du mal weg. gucken? Boche im Rotterdam. Guck mal hier. Der Michi hat gerade noch mal geschrieben. Da kommt noch die Bochum Rotterdam. Ja, das dauert aber noch. Ja, 1930 hat er geschrieben. Aber guck mal, was das für ein Dampfer ist. Aber jemand hat ja gerade geschrieben, dass ja auch die, zum Beispiel so Nachrichtensprecher und so, dass sie auch so lustige Versprecher manchmal haben in den Ja. Sendungen. Und es gibt ja, also das ist ja mein absolutes Highlight. Wie hieß die denn noch? Das hatten wir schon mal irgendwann im Stream. Ah, die hat immer das Wetter. Die hat immer das Wetter bei RTL gemacht. Michi hat ein 360-Grad-Video meiner Drohne gemacht. Oh, wie cool. Michi, es zeugt ein bisschen von Langeweile, würde ich sagen. Ach, wie hieß die denn noch? Ah, okay. Kleiner Tanker. Und die musste bei einer Wetterfeuer... Die hat immer das Wetter gemacht übrigens. Also die Wetterfee von RTL. Und die hat sich mal so verhaspelt. Und dann hat die so einen Lachflash gekriegt. Die konnte nicht mehr. Also die hat dann auch ein bisschen weitergemacht und dann ging das wieder los. Also musst du mal googeln. Also du kannst dich selber nicht mehr halten, wenn du dir das anguckst. Maxi Biva, ganz genau, so hieß sie. Ist leider nicht mehr da. Die fand ich immer gut. Weißt du, was ich jetzt... Bei Maxi Biber habe ich immer an einen Biber gedacht. Was meinst du so mit deinem Wetterchen? Weil ich habe noch einen kleinen Schirm im Auto. Also ich habe ja den großen hier. Keine Ahnung, ob da noch was runterkommt. Im Moment sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Vielleicht hole ich den aber doch gleich noch aus dem Auto. Und noch so ein paar Regensachen. Moin. Hast du nicht gemerkt? Ach, Remo. Ach, die ganzen Stecherts mit Familie. Was ist das denn? Die haben sich angeschlichen. Angeschlichen, Mensch. Die ganze Moin, Stechert-Gang. ihr Lieben. Hallo.
Wir sind die Versorgungsgruppe. Jolida, bei Ahrensburg kannst du den Regenschauer gerne lassen. Da ist das in Ordnung. Absolut okay. So, ich habe noch 25% Akku. Aber Drohne ist ja in der Nähe. Ja, Remo zeigen wir gleich auch mal. Natürlich. Remo, du wirst vor die Kamera gefordert. Du, Remo kann auch gleich. Machen wir aber gleich. Remo kann auch gleich gerne mal mein Mikro haben. Ja, ich muss erst mal kurz landen, weil der Akku gleich leer ist. Du musst aber nicht vor die Luft tanzen, oder? Nein, 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 nein. Ja, ich muss erst mal kurz. Vorsicht! Okidoki! So, alles wieder an Bord hier. Ja. Muss noch mal kurz die Alles Drohne in Butter auf dem Kutter. ein bisschen verstauen. Wann gehen denn eigentlich die Kreuzfahrer heute raus? Ich habe ja wieder Also nichts AIDA mitgekriegt. geht mit ein bisschen Verspätung raus, habe Ja. ich jetzt gehört, hatte der Chat gesagt, 20 nach bis halb. Das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit Ja, und können jetzt mal die Stecherts zeigen. guck mal. Euer Typ wird verlangt. So, hier, endlich einmal da. Da einmal die ganze Familie Stechert, ja? Remo, Antje und Sohnemann Jannik. Und moin. Und moin? Moin alle zusammen. Ach so, ja. Ich habe noch niemanden begrüßt. Ja. Ja, schön, dass ihr hier seid. Aus Öschiland, Genau. von hinter Genau. die Alpen. Ja, nicht direkt heute, aber nachdem wir jetzt hier sind, haben wir gesagt, kommen wir mal schnell vorbei. Ja, sehr cool, supi. sehr, sehr cool. Richtig schön, freue ich mich. Ja, habt ihr mal zwei unserer Moderatoren gesehen? Genau. Mal wieder. Mal wieder, ne? Mal wieder, Mal ja. Stimmt, waren ja schon mal. Ja, ne? ja. Aber es kommen ja immer wieder neue Zuschauer dazu. Ne? Ja, Also genau. insofern. Genau so. Und Cat Niglos da. Ja, guck mal da. Niglo. Wenn du schnell bist, schaffst du ein Foto mit ihm. So, da ist Captain Niglo. Sag mal, was meinst du? Soll die sich mal losgehen? Die wollte Ich da hab oben einen das Schirm. Boot nämlich, aber ich habe keinen. Hol lieber. Ja. Vielleicht will der Remo auch einen Augenblick mit quatschen können. Mal fragen, ob er kann. Ein Fischstäbchen von Iglo. Guck mal, wie saftig der Seelachs ist. Für mich und meine Mannschaft gibt es nur Iglo-Fischstäbchen. Die sind extra knusprig und sowas von saftig. Hurra, extra knusprige Fischstäbchen.
Nilsi schreibt nochmal, Elbtaxi scheint wie Moja zu funktionieren. Dafür gibt es eine App. Homepage haben die auch. Sind die neu? Ja, hier guck mal. Hab ich noch nie Sebastian gesehen. hatte mir das eben noch Okay. mal geschickt. Ich zeig dir das mal Ja. schnell. Ich habe ja auch eben gedacht, ich lese nicht richtig. Aber ich meine, wenn ich Okay. schon die Namen jetzt heute mit Walter und Malte verwechsel, dann kann das auch alles kommen. Ja. Warte mal. Wo ist das? Ja, es kommt immer wieder die Frage nach der Yacht da hinten. Das ist immer noch die Luna. Never ending story. Und ein Beluga wurde noch gesichtet, der in einer halben Stunde reinkommt. Ja. 5 € kommen hier nochmal per PayPal rein. Leider anonym, aber fürs Fischbrötchen. Dankeschön. Janni Hahn ist auch immer wieder da. Janni, moin. Danke für die schönen Streams. 9 Monate. Und der Sven ist auf dem Fischmarkt neu dabei. Willkommen an Bord. Danke für die wundervolle Unterstützung, ihr Lieben. Soll ich das mal vorlesen hier vom Elbtaxi? Ja, mach Falls doch das jemand mal. interessiert. Mach doch Also, mal. ich habe das jetzt auch, der Sebastian hat mir das netterweise geschickt. Wie funktioniert Elbtaxi? Leinlos für einfache und flexible Wassermobilität. Mit der Elbtaxi-App bestimmst du die Abfahrtszeit, den Start- und Zielpunkt on demand. Und individuell auch nach deinen Bedürfnissen. Du buchst für dich oder deine Gruppe. Unsere Boote nehmen bis zu 11 Passagiere mit. Und übrigens bei Elbtaxi gilt Sharing is Caring. Damit der Fahrpreis niedrig bleibt, kombinieren wir Buchungen, die zur gleichen Zeit in dieselbe Richtung gehen. Also wie Moja. Ja. Ja, Das ist aber das cool. ist doch Watto. Das müssten wir mal testen. Finde ich auch. Damit machen wir doch mal eine kleine Das müssen wir mal ausprobieren. Hafenrundfahrt, oder? Das ist aber, ich kenne das nicht. Das muss ja wirklich ganz neu sein, oder? Also mir ist das wirklich mal aufgefallen, weil die so einen Ja. fetten Banner an Bord. Dann denke ich, Elbtaxi. Und ich habe so überlegt, ob das vielleicht irgendwie hier für den Hafen was ist, ne? Boah, das machen wir doch mal. Die Luna liegt tatsächlich da schon seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Da wurde die irgendwann festgesetzt im Zuge der Sanktionierungen gegen Russland. Seitdem liegt die Luna da hinten. Kannst du mal kurz an? Jürgen, ich danke dir vielmals. Eine verschenkte Mitgliedschaft. Danke, danke. Nur wenn du Lust hast. Ja. Remo vor Mikrofon. Hier. Alleine quatschen ist immer doof. Alleine quatschen ist doof, ne? So, was wolltet ihr Remo schon immer fragen? Wo kommt ihr her? Ihr macht jetzt Urlaub, ne? Wir machen Urlaub, genau. Wir waren jetzt erst bei Schwiegereltern drüben in Mecklenburg-Vorpommern. Ihr kommt ursprünglich hier aus der Und Gegend wir kommen von da, genau. und seid dann Und haben jetzt erst... freiwillig aus Norddeutschland weg. Ja, genau. Wir haben schon länger den Plan gehabt. Damit Und wissen gesagt, wir alles, danke. Oh, genau. Ja. So, ich habe jetzt noch nichts mitbekommen. Die AIDA ist verspätet, habe ich jetzt gehört. Ja, die soll ein bisschen später. Es soll auch noch irgendwie ein Beluga unterwegs sein. Ich weiß gar nicht, wie der Wind steht. Ob der über die Elbe reinkommt. Hoffe ich mal. Wird mal so. Mein Gefühl sagt mir, dass der Wind so ein bisschen aus Osten kommt. Ja. Ja. Und ist das gut oder schlecht für den Beluga? Ja, er braucht ja immer so ein bisschen Gegenwind. Und. Nee, oder kommt er aus Westen? Kann auch sein, dass er eher aus westlicher Richtung kommt, oder? Ich würde sagen, Ja. Dann hatte ich gerade eine Verwirbelung hier. Die Kamera hat den Wind verwirbelt. Ja. 2024 soll das Elbtaxi schon gestartet sein. Ja Mensch, dann fahren die aber auch irgendwie nicht ständig, oder? Na sowas. Remo, dann kannst du ja mal ein bisschen Kamera machen, oder? ich kann das probieren, ja Ja, klar. bitte. Habe ich noch nicht. Du musst nur eine Sache wissen. Es gibt hier so ein, ne, damit das statt, falls es kippt, Alles klar. ne, wenn das zu okay. kopflastig ist, damit kannst du es arretieren. Okay. Also wenn du dich wunderst, dass du es nicht Ja, neigen kannst,
So, ab jetzt Remo an der Kamera. Viel Spaß. Guck mal, da kommt die Branddirektor Westphal. An der sind wir gerade vorbeigefahren mit der 62. Tja, echt noch nie gesehen, Elbtaxi. Noch nie gesehen. Die fahren aber in die falsche Richtung. Ja. Ja, jetzt ist auch gerade ganz komisch ruhig hier, oder? Das ist immer wie verhext, wenn plötzlich so gar kein Schiff mehr da ist, dann wird das hier auch total ruhig. Was sagt denn der Chat? MacGame sagt, der Beluga sollte über die Elbe kommen. Wind ist aus 250 mit 8 bis 10 Knoten. Okay. Ja. 250 ist, also wir haben ja dann Richtung Norden, ist ja dann 0 oder 360. Dann ist 250 doch eher so im Westen. Ja, macht Sinn. Mag Kamerakind Remo Remoulade. Also die Frage, die lag mir auch sofort auf der Zunge. Also ich fand, als Remo kam, dachte ich auch, also den muss ich unbedingt mal fragen, ob er Remoulade mag. Aber selbstverständlich. Sogar mit Backfisch. Essen geht immer. Wir müssen daran denken, dass wir gleich noch mal eine kleine Erinnerung losschicken. Per WhatsApp, sobald die AIDA rausgeht. Da gibt es jetzt noch eine extra Erinnerung. Ja, es gibt doch so eine große AIDA-Fangemeinde. Ja. Als kleinen Service schicken wir dann okay. noch mal eine Erinnerung raus. Wir haben übrigens Brigitte schon gesehen. Ah, Die okay. ist am Cruise. Die habe ich auch schon getroffen. Die kommt auch noch. Ah, die kommt auch noch her. Alles klar, okay. Brigitte. Ja, die haben wir gesehen vorhin. Die saß oben mit ihren Kollegen schon wieder mit ihren Freunden. Hast du eine orange Jacke gesehen von Weitem? Sie hatte eine gestreift, aber ich habe sie an den Schuhen erkannt. Mal wieder. An den Schuhen, okay. Ja. Bochum-Rotterdam ist in Brockdorf. Kamerakind Remo, ja genau. Ja, es ist nun gerade nichts zum Kameran. Nein, Eine Fähre kommt da. Ein bisschen Kleinkram. und eine Hafenrundfahrt, oder? Ja, irgendwas von Abicht. Genau. Machen wir mal Fährencam. Das ist doch die Strandperle da hinten. Das oder? ist die Strandperle, genau. Und wenn man dann, also da kommt man ganz gut hin, wenn man nach Övelgönne fährt. Also die Fähre, die kommt ja gerade aus Övelgönne. Und da kann man halt dann ein Stück rumlaufen, ein Stückchen über den Sand und dann kommt man an die Strandperle. Man kommt da oben von der Straße hin. Und in der Verlängerung, wenn man dann am Strand weitergeht, dann kommt man halt irgendwann zum alten Schweden. – 25 Minuten der Beluga. Okay. Ja, kannst du Beluga filmen. No. Ich löse dich dann noch wieder ab. Also du musst sofort Bescheid sagen, wenn ich kommen soll, Remo. Alles easy. Weil Remo hat ja... Hast du deine Fotomaschine mit? Ja, klar. Also, falls, Nur einen kleinen Fotoapparat heute. aber das über- kann ja, Kleine Besteck. Das kleine Besteck. Okay. Genau. Das macht die Fähre aber echt schön heute. ChatPP fragt, ob er mich kurz für ein Foto stören darf. Wer ist denn das von euch? Du, natürlich darfst du das, klar. Klar, Logo darfst du das. Ich bin doch nur wegen die hier. Oh, zu viel der Ehre. So,
Das ist Selfie, was ich jemals gemacht habe. Ja, genau. Danke, ich störe Leicht nicht von weiter. oben sieht das auch immer ein bisschen besser aus. Ja, genau. Selfie so leicht von unten, immer gefährlich. Queen of Minion ist da. Moin, meine Liebe. Und haut ein Sub raus, jetzt schon im 6. Monat. Dankeschön. Genau, Schlepper und Fähre geht immer. Essen in der Strandperle. Big Koi empfiehlt dieses Essen in der Strandperle. In der Tat. Da gibt es so Klassiker, glaube ich, wie eine Currywurst. Ist aber auch insgesamt eine schöne Atmosphäre. Und am coolsten ist es, wenn du da im Sommer sitzt, es schön warm ist und dann das Hochwasser so weit steigt, dass du mit den Füßen im Wasser sitzt. Genial. Das hatten wir mal. Das ist so genial. Das Wasser steigt und steigt und steigt und irgendwann sind die ganzen Außensitzplätze überschwemmt. Das ist echt cool. Und dazu ein richtig schön kaltes. Das Lustige ist zu beobachten, wenn so nach und nach die ganzen Strandbesucher zusammengeschoben werden. Ja, das glaube ich. Also am Anfang sitzen die noch alle schön verteilt und dann kommen die so langsam von unten immer so einen Meter höher und irgendwann werden die wie so eine Ziehharmonika zusammengequetscht und sitzen alle oben. So, jetzt werden wir mal nicht so sehr auf die Fähre filmen, denke ich. Guck, von hinten kommt auch die neue, die Grasbrook. Mit der sind wir gerade hergekommen, ja. Da hast du mir ja was voraus. Ich bin noch nicht mit der neuen Fähre gefahren. Sie ist nicht so ruhig, wie es heißt. Ich war ein bisschen erstaunt, dass sie dann doch ziemlich scheppert. Oh, Annette kennt mich wieder sehr gut und haut ein Spaghetti-Eis raus. Annette, Dankeschön für 5 Euro. Danke, danke. Da kommt noch, wenn du Flugzeug fliegen willst, kommt noch das Mitarbeiter-Shuttle von Volotea. Einmal schnell ein Schwenk. Du kannst schieben übrigens bei dem Objektiv. Ah, Ne? Du kannst einfach okay. rausziehen. Genau. Stellt er wirklich scharf? Hinreichend okay. scharf. Gut genug. So, jetzt muss die Fähre aber weg. Nein! Das geht sich nicht aus. Sorry, Leute. Aber gleich. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Martina, danke dir für die 2 Euro. Ein Dankeschön für den Stream. Und Nilsi spendiert einen Stream mit dem Elbtaxi für 2 Euro. Dankeschön. Oh, das ist aber auch ein ganz cooles Bild, ne? So durch die. Das ist cool. Cool. Na komm, stell scharf. Und da ist die nächste Fähre. Okay. Ganz knapp noch. Ah, du musst mal in die andere Richtung wegen Ja. der ganzen Leute. Dann muss ich noch einen schnellen Schwenk machen, oder ist die 2? Ne, du kannst auf die 2 gehen, dann schwenkst du rum und gehst wieder auf die 1. Oh. Guck mal, ich muss den armen Remo jetzt hier mal unterstützen. Der Paddy, der verpisselt sich ja. Der ist einfach weggelaufen. Ja, ja. Unfassbar. Und lässt hier Remo mit der Kamera stehen.
Ja, Also gleich bevor der Beluga kommt, gehe ich auf jeden Fall mit der Drohne hoch. Beluga mit der Drohne. Das wäre cool. Tschüss! Tschüss. Dann du kommst zwar nicht so nah dran, aber zumindest kannst du dann die Fähre quasi überlisten. Cool, ja. Also Remo, sobald du hier starten willst mit Fotos, oder sagst du sofort Bescheid? Nein. Ja. Dann Alles Remo gut. möchte mal wissen, wie sich das anfühlt hinter der Kamera. Ja, das macht Ja, richtig gut. das Tschüss. Wenn er ist dann- genug zu tun. Wenn er dann Ja. wieder, Ciao, wenn er dann Tanja. wieder, wenn er wieder kritisch am Bild meckert. Genau. Guck mal, du könntest die Fähre jetzt verfolgen. Wenn es nicht richtig zum scharf Beispiel. ist, zum Beispiel das Bild. Nee, Captain, nun mal fix. Also Fährverkehr gehört überhaupt nicht eingestellt, wenn ich streame. Ich finde, das gehört voll dazu. Ich meine, stellt euch mal vor, wir hätten nicht immer die Fähren hier zwischendurch. Das wäre teilweise echt ausgestorben. Hafen ohne Fähre? Na, Nee, also wirklich. Also, beim besten Willen, das geht nicht. Ja, gibt dann schon mal ein paar Momente, wo man sie ein bisschen verflucht, aber im Großen und Ganzen gehören die dazu. Seit Lufthansen ist das alles kein Problem mehr. Ja. Also so die gelbe Fähre mit dem dunklen Himmel, das hat schon was. Gefällt mir. Solange der dunkle Himmel da hinten bleibt. Ja. Geht die Aurora eigentlich heute auch noch raus? Ja, 18:30. Ja, das ist spät. Kein Zwischenprogramm für uns. Guck, jetzt kommt Sebastian an, dass mit dem Ton was nicht stimmt. Wenn wir zu dicht zusammenstehen. Ja, Ja, das ist dieser Effekt, das ist ganz komisch, wenn zwei Mikros direkt nebeneinander stehen, dann hat man man nennt das Übersprechen. das ist furchtbar. Das ist kein richtiger Hall, das wird dann so leicht blechern, oder? Ja, also Hall ist es nicht, das stimmt. Das ist ein ganz, ganz komischer Effekt, ein ganz seltsamer. Ja. Also wenn man da ein bisschen drauf empfindlich ist, dann treibt einen das in den Wahnsinn. Vor allem, wenn man mit Kopfhörern hört. Ich glaube, also wer so mit dem Handy guckt oder so, kriegt das, glaube ich, gar nicht mit. Na, das ist unkritisch. Ja. Aber es Ja, aber ich sind ja kann doch das verstehen. Also, aber wir hatten schon lange keine riesigen Tonprobleme mehr. riesige überhaupt nicht. Ne? Das Kleine funktioniert. immer. Kleine immer. Ja, das ist tatsächlich so, eher wenn du ein bisschen mobil unterwegs bist, dass dann hin und wieder der Pegel mal nicht ganz stimmt. Ja, Das ist dann, gut, aber das sind aber alles Kleinigkeiten ist- und kein wirkliches Drama. Aber so richtig, Solange so du nicht Dauer übersteuern hast. genau, oder ständige Aussetzer oder irgendwie sowas, das ist ja alles Geschichte. Ist alles kein Problem mehr. Wir hatten aber auch so Phasen, wo ich alles in die Elbe schmeißen wollte. Ja, das glaube ich. Der kleine Kollege da, der ist, glaube ich, vorhin schon an den Landungsbrücken gewesen. Wir haben kurz überlegt, ob Aber wir wenn ihn du jetzt die fragen. Kamera runterklappt, ne, kannst du vorne diesen Hebel umlegen. Den da, okay. Also der mit seinem Sportboot, der war vorhin bei den Landungsbrücken. Und die 62 kam eine ganze Zeit lang nicht. Die war ein bisschen verspätet. Wir haben kurz überlegt, ob wir ihn fragen, nachdem er eh nichts anderes zu tun hat, als hier durch den Hafen heizen, ob er uns schnell hierher bringt. Aber er kam nicht nah genug ran. Schade. Nee, das ist nicht Willi. Das ist zu schnell für Willi. Da startet gerade was, aber da brauchst du eh nicht hinschwenken, das geht in die andere Richtung. Hier wird nochmal Geburtstagshorn gefordert. Für wen? Wer hat denn noch Geburtstag? Wer hat noch Geburtstag? Egal. Ach, war das Jutta? Happy Birthday! Happy Birthday, meine Liebe. Für Jutta, guck mal, von links kommt was.
ist die Altona, glaube ich. Nochmal Fährencam. Beluga in 9 Minuten da. Dann, bevor uns hier eine Fähre in die Parade fährt, gehe ich mal in die Luft. Vertüdelt. Musst jetzt ein bisschen mit dem Kabel hier aufpassen, ne? Wenn du dann Ja. Lass mich einmal gucken. So, Vorsicht einmal hinter dir, Remo. Ja, ja, deshalb bin ich ja gestartet. Kommt aus dem Kölbrand, schreibt Sebastian. Der Beluga? Das würde mich wundern. Aber es wäre ein großartiges Bild. Die Pauline B. ist das, die da gleich noch aus dem Kölbrand kommt. Zeittechnisch ein bisschen ungünstig, wenn da jetzt der Beluga gleich kommt. Ja, aber so ist das ja immer. Es passiert alles gleichzeitig. Ja. Aber Beluga hatten wir schon lange nicht mehr. Ja, das stimmt. Ist schon im Bild. Wirklich. Kommt die schon aus dem Kölbrand? So, schauen wir mal, wann der Beluga ins Beluga noch Blickfeld nicht kommt. eingedreht, meldet der Sebastian. Ach, noch nicht eingedreht, hätte ja noch gar nicht starten müssen. Verdammt. Bei Kaltenkirchen. Oh, Dann gib uns mal eine Schätzung, Sebastian. Wie lange brauchen die noch? also. Ein bisschen Akku haben wir ja. Und irgendwann demnächst müsste ja auch die AIDA mal losfahren. Haben wir denn heute Zuschauer auf der AIDA? Guck mal, Vielleicht. vor der Aurora, da ist die, die gerade auf den Kölbrand gekommen ist. Grünes Schiff. Jetzt dreht sie ein. Da. Der Beluga.
4 Minuten. Abzüglich Chatverzögerung noch 3. Also 4 Minuten Landung oder 4 Minuten in Sicht? Ja, wobei, jetzt Naja, kommen die Fähren. Das jetzt- könnte sein, dass die beide pünktlich weg sind. Andreas grüßt vom Lühe-Anleger aus dem Urlaub und schickt 11,99. Herzlichen Dank, Andreas. Schönen Urlaub wünschen wir dir. 2 bis 3 Minuten, sagt Sebastian. Wo ungefähr müsste der Beluga denn auftauchen? Da so. Da irgendwo in dem Ziemlich Bereich. genau gegenüber. Ja. Okay. Ja. Sobald die AIDA abgelegt hat, sag doch bitte Bescheid. Kannst du dann die WhatsApp rausschicken? Also einfach nochmal schreibst, AIDA legt jetzt ab. Hast du da was vorbereitet? Nee, musst du wirklich reintippen. Der Link zum Stream ist ja noch drin. Gehen. Da ist gerade der Hafenlotse. Die Rip-Piraten kommen auch wieder. Rip-Piraten kommen auch. Man muss dann auf die 1 umschalten. Sebastian, wie geht's dem Beluga? Muss man auf Ich den sehe Fokus- noch nicht. Du musst höher Fokus machen. ist- Dann, ja, du musst, was in dem Kästchen ist. Alles Da klar. ist der Fokus. Danke. Also ich sehe ihn noch nicht. Vielleicht ist er auch in den Wolken irgendwo. Das kann natürlich sein. Ja, wie das Rip hieß, habe ich nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr habt die größeren Bildschirme daheim. Vielleicht Genau, habt ihr sobald da die was abgelegt gesehen. hat, kann. Ne? Fuhlsbüttel müsste der Beluga sein, schreibt Sebastian. Ja, dann dauert das nicht lange. Es kann sein, dass der in den Wolken irgendwo steckt.
Michael, willkommen bei uns auf dem Kanal. Ein neues Fischmarktmitglied. Danke, danke. Guck mal, hier ist auch noch mal die, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt, dieses grüne Schiff. Ah, ja. Da ist der Beluga, natürlich. Da ist er, genau. Ich gehe mal kurz auf die 3. Ups, ja, ich wollte den auch gerade suchen, den Beluga. Aber Schalten wir mal kurz auf dein Bild. lass mich mal schon mal auf die andere Seite. Ja, warte mal noch einen kleinen Moment. Das braucht ja bis die. Aber schreiben eine, ja, dann kannst du die eigentlich auch rausschicken, die. So, jetzt habe ich ihn auch, falls da dir irgendwas dazwischen kommt. Der Kran zum Beispiel. Guck mal, Planespotting mit der Drohne. Genau jetzt wackelt der Anleger. Kannst du auch auf mal umschalten, ja. Ja. Platztausch? Platztausch. Ja. Wenn die jetzt weg ist, habe ich noch einen Ja. Moment. Du bist wieder drauf. Ja. Sehr cooles Bild. Zack, leider verloren. Beluga beim mit der Tracking. Drohne. Okay. Sehr gut. Hier ist die WhatsApp wohl von mir nicht rausgegangen. Ich weiß nicht, ich habe das aber geschrieben. Ich weiß jetzt Hä? nicht. Nee, ist nicht rausgegangen. Warte. Sonst schreib doch noch mal. Schreib doch einfach nur ganz kurz nochmal AIDA Prima legt jetzt ab. So, ich lande aber noch mal, aber bis die hier ist, die AIDA, ist der Akku nämlich leer. Doch. Ist angekommen? WhatsApp Doch, ist raus? Doch, ist angekommen, schreibt Remo, die WhatsApp. Ich habe sie bekommen. Vor einer Minute. Für die AIDA? Jetzt aber schnell an die Bildschirme, auf jeden Fall. Die WhatsApp ist raus. Ordentlich Gegenlicht. Hast du ein besseres Bild? Ich lande gerade. Okay. Ja, du kannst aber in die andere Richtung gleich schon. Ja, der Chat schreibt auch, WhatsApp ist angekommen. Okay. Sehr schön. So. Ja, also haben ganz viele geschrieben, ist angekommen. Ne? Ja. Ja, schön, dass ihr da wart. Wir auf die Firma warten. Wir hatten gehofft, das klappt noch, aber Ja. so lange können wir nicht bleiben. Ja.
Leider richten die sich nicht nach uns. Das ist so. Obwohl, nee, wir wir müssen fahren dahin. durch die Werder, wir fahren weiter. Ah, okay. Es geht halt nur alle Stunde und Also Martin, das Bild stottert. Ah, okay. Glaube ich nicht. Ich vermute mal, es ist irgendein Problem auf deiner Seite. Versuch mal, wenn du am Rechner bist, einfach YouTube neu laden aber eben nur alle Stunde. oder ansonsten den Stream mal neu starten. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann viel Spaß, ne? Danke Und für die eine schöne Anhänger Zeit, ne? und die Jagd auf jeden Fall. Ja, es kann sein, dass wir da mal einen kurzen Aussetzer drin haben. Es gab kurz Ja, Artefakte. die Bitrate ist einmal, die ist im Keller gerade. Ah, okay. Ist gerade etwas unten. Was ist da los? Jetzt geht sie aber wieder hoch. Keine Ahnung, was da los war. Müsste sich jetzt aber gerade wieder fangen. Die war gerade im Keller. Interessant. Sebastian, was haben wir da für ein Schleppi? Schau doch mal bitte. Ach, so sieht das Elbtaxi aus. Ich hab's fotografiert. Okay. So, jetzt ist sie wieder ganz oben, die Bitrate. VB Bier haben wir vorhin gerade an der Schlepperbrücke gesehen. Ist das Mercury? Okay. Läuft wieder alles. VB Resolut. Manchmal steckst du da nicht drin. Manchmal, ja, grundlos, keine Ahnung. Da kommt noch ein Lotse. Ja. Den nehmen wir doch gerne mit. Er hält auch wieder genau auf uns zu, sehr schön. Es schaukelt gleich wieder. Jetzt muss ich hier noch mal ein paar Sachen nachholen. Der Langer lässt seinen Prime-Sub da auf Twitch. Ich danke dir vielmals. Wolli ist seit 10 Monaten dabei, grüßt aus Oslo bei 28 Grad. Frechheit. Frechheit. Aber viel Spaß. Genieß es. Und Josephine ist seit 17 Monaten dabei und schreibt auch, dass sie WhatsApp angekommen ist. Ja, du musst immer ein bisschen laufen hier beim Schwenken. Du musst die ganze Zeit den Tanz ums Stativ machen. Laufen ist das eine, aber nicht über das Stativbein fallen. Ja, das ist kann man aber eigentlich auch der gut. Trick. Das geht auch ganz gut. Das andere Kreuzfahrtschiff, was da noch an der Pier liegt, das ist die Aurora. So, jetzt kommt uns gleich wieder die Fähre ins Bild.
Ja, dann gleich als nächstes AIDA Prima. Guck, ich sagte, es sind gleich ein paar AIDA-Fans dazugekommen Ja, bei den Zuschauern. Ja, da sind sicher 300, 400 jetzt mehr. moin. Hallo. Hattest du von der Fähre gegrüßt? Ja, genau. Andi Borchert ist da, 21 Monate. Dankeschön. Normalerweise gucke ich euch aus Viersen zu, aber bin heute auf der Durchreise. Ach, schön. War zufällig Schön. gesehen und dann war ich nochmal. Schön. Talmog, danke auch an dich für 2 Monate auf Twitch. Danke für das Sub. Ja, eine Werbezulage von AIDA. Das wäre was, ne? Ja, Ja. wir könnten ja mal fragen. Wir könnten da durchaus mal fragen. Das hat sich garantiert schon gelohnt für AIDA hier. Ja, wobei ich glaube, die verkaufen ihre Tickets auch so ganz gut. Das Gefühl habe ich auch. Ich glaube nicht, Dein dass Dampfer die ist auf auch uns voll angewiesen gewesen. sind. Kann es sein, dass du die AIDA schon durchs Terminal siehst? Rechts da Oh ja. einmal durch? Ja, du hast recht. Da. Da kommt sie. Streamt ihr das dann über Starlink? Oder? Seid ihr über Starlink dann dran? Nee, hier machen wir das über Mobilfunk. Okay. Hier ist ja super Netz. Also meistens. Außer es gibt einen kleinen Aussetzer. Ja. Aber das ist wirklich sehr selten. Ja, wobei komisch, dass alle Leitungen gleichzeitig abgekackt sind. Aber du weißt nicht, woran. Also macht auch keinen Sinn, wenn das so selten ist, da jetzt zu suchen. Da sieht man sie schon. Ja, irgendjemand war in der Kabine quasi hinter meiner. Gleichzeitig mit dir? Nee, jetzt ist er Jetzt, drauf. Und hat okay. gesagt, er ist in der Kabine quasi eins hinter mir. Wir hatten ja noch jemand an der Bar, an dieser Lanai Bar, genau. Denn die Raute, was eine sonst Eine Raute? Was für eine Raute? Nein, die Kabine mit der Flagge. Achso, hat jemand eine HSV-Flagge oder eine Raute-Flagge oder okay. Moin, die AIDA. Könnt ihr auf YouTube gucken, Hamburg Hafen Live. Ach so, danke. Da kommt sie. So, da kommt sie raus. Da schrieb jemand, der musste die Flagge wieder einsammeln. Dann dürfen die wahrscheinlich auch, wenn sie unsere Flagge an Bord haben, die auch gar nicht draußen befestigen. Raute musste vom Balkon entfernt werden. So war es aber auch. Ja, das ist schon so weit weg, dass ich damit gefahren bin. Kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich vor ein paar Wochen da noch drauf war. Oh, der Chatpapier, lass noch mal 10 € da.
Schreibt, weil Tanja sich so lieb um die Besucher am Bubnai-Ufer kümmert. Dankeschön. Danke. Immer gerne. Meinetwegen könnte der ganze Anleger voll sein. Ja. Das ist ja schon gut gefüllt. Das ist doch super. Das ist auch ein lauschiges Plätzchen hier. Kannst du nichts anderes zu sagen. Das ist wie im Sommer. Jetzt ist ja auch Möwenalarm. Jetzt kommt sie, aber schön im Licht, oder? Ja, Vor dem herrlich. dunklen Hintergrund. Schön vor der Elfi. Toll, wie sie von der Seite so ein bisschen Licht abbekommt. Richtig schick. Ich gucke halt wirklich sonst, wo meistens, wenn ich was am Laptop mache, einen zweiten Bildschirm unterwegs, ja, habe ich das auch erlebt. Almut, danke auch an dich für 2 Euro. Danke, danke, danke. Und Jürgen schickt nochmal 2 Euro, damit die HPA einen größeren Anleger liefert. Danke dir für die 2 Euro. Also ein paar mehr Sitzgelegenheiten wären schön für die Ja. Besucher. Oh, schön, ne? Vor der Elbphilharmonie jetzt. Super. Dahinter noch eine Guck, Barkasse. einige schreiben, da bin ich gerade rechtzeitig. Jetzt kommt die ganze AIDA-Gemeinde raus. Ja, liebe AIDA-Leute, Mensch, immer nur für die AIDAs zugucken, das ist unfair. Ulrich schickt auch nochmal 2 Euro für das schöne Licht. Danke, Ulrich. Ich glaube, da wird auch gerade gehupt, aber da hört man fast gar nichts von hier. Sehr leise. Ja. Ja, der Wind steht aus der falschen Richtung. Ja, das Bild ist super. Das Grau da hinten mit der schneeweißen AIDA. Schöner Kontrast. Und der rote Kussmund. Ja, Stefan fragt, wer ist mit Lufthansen gemeint? Lufthansen startet gleich wieder. Und im Schriftzug steht auch noch jemand. Also der Okay. hat so schon mal ein paar Eckpunkte, ne? Also einmal Kabine vorne, das kriegen wir schön von vorne. Dann haben wir Lanai Bar, das kriegen wir erst, wenn sie quasi vorbei ist mit dem Heck. Und unterm Schriftzug. Abgespeichert, Remo? natürlich nicht. Also wer auch immer da jetzt vorne ist, der könnte jetzt viel Airtime abgreifen. Müsste nur mit irgendwas Buntem winken. Ja, einfach mal eine Signalpistole abfeuern. Da sind garantiert genug auf dem Schiff. Michi warnt uns vor, dass er gleich nochmal rübergeflogen kommt, um uns mit der Prima ins Bild zu bekommen. Oh, das ist cool. Michi, machst du ein schönes Making-of-Bild von uns mit der Prima. Also es kann sein, dass da gleich irgendwo eine Drohne da hinter uns auftaucht. Gut. Die sind aber hornfreudig heute. Ja, aber super leise. Ja, kommt das im Chat eigentlich an? Im Chat auf YouTube meine ich. Ja, ja, das Fragen hört wir mal man den schon. Chat. Wie empfindlich sind unsere Mikrofone?
Ja, Ja, das kommt an, aber ist halt sehr leise. Hat natürlich nicht dieses Gewaltige, wenn man nah bei steht. ganz leise, ja. Torben, ja, wir müssen mal schauen, wie rum die Mein Schiff 4 parkt. Ob das Seemannsmission oder Dockland ist. Bist du auch in Hamburg, Torben? Ja, Torben kommt, glaube ich, morgen nach Hamburg. Ja, ne? Brauche ich ja mit gar nicht schreiben. So, Vorsicht einmal, ich starte. Deck 10 steht auch noch jemand. Mal gucken, ob wir das alles behalten. Und inzwischen weiß Paddy ja, wo Deck 10 ist. Genau. So ungefähr. Ja, wenn sie mit Backbord anlegt, Torben, dann werden wir wahrscheinlich uns da irgendwo Seemannsmissionen hinstellen. Für die Mein Schiff. Sebastian weiß auch, wer Kapitän auf der AIDA Prima ist. Seit Juli 25 ist das Felix Rothe. Oh, ich habe den Akku gar nicht gewechselt. Egal, 67% muss reichen. Wann fängt Lufthansa an zu meckern? Bei wie viel Prozent? Da kommt immer darauf an, wie weit ich weg bin. Also so ab 15% wird sie langsam ein bisschen aufdringlich. Okay. Ja, das geht sich aus. Die AIDA hat es ja oft recht eilig. Ja. Die nimmt ja jetzt auch Fahrt auf. Ja, man merkt schon ein Jeden bisschen. Meter wird sie schneller.
Ja, gleich kannst du schon mal gucken, ob du vorne jemanden Ja, ich spottest. Das müsste hier in dem Bogen sein. in den Bogen, Da okay. müsste jemand irgendwo stehen. Prost. Zum Wohl. Eigentlich war das der Plan. Wir versorgen euch ein bisschen. Ja, Remo, jetzt musst du noch arbeiten. Wir haben alles dabei. Gleich. Wenn die durch ist, ja, Ida, dann Remo, Nehme kannst ich du auch noch, ist ein. alles noch gut mit dir? Oder musst du nur sagen, wenn ich dich ablösen soll in deiner Form, ne? Wenn die AIDA durch ist, dann löst du mich ab, würde ich sagen, Tanja. Wie du möchtest. guck, wieder verschätzt. Ich hätte auch nach der Fähre starten können. Hätte auch gereicht. Wie schnell geht der Akku runter? Boah, es Ist geht gestartet mit eigentlich, ne? 67. Kommt aber ein bisschen auf den Wind drauf an. Aber das müsste eigentlich locker reichen. Also noch kann ich niemanden ausmachen. Ja, Tube Radio History, Catering läuft. Und im Zweifelsfall sind es die Besucher, die was mitbringen. Catering läuft einwandfrei. Wenn wir nur freundlich genug fragen, kommt sogar jemand vorbei und bringt uns was. Ja, Wahnsinn, ne? Dass ich da drauf war. Kannst auch umschalten, ne? Ich hätte ein ruhiges Bild Ja, dann sollten wir das machen. auf der 3. Oh, sorry. Lotse scheint auch unterwegs zu sein zur AIDA. Der kommt gerade Oder der ins bringt den Bild. Lotsen zur Aurora. Das kann auch sein, eins von beiden. Kannst du schon irgendwo jemanden entdecken? Ich werde jetzt mal versuchen. Aber es reicht noch nicht. Also es kommt immer darauf an, wenn die irgendwas zum Winken haben, was farbig ist, dann sieht man es eigentlich schon ganz gut. Ja, aber Lotse geht auf die Steuerbordseite. unter dem AIDA-Schriftzug steht die Family, schreibt Dillingen 21. Alles klar. Habt ihr noch drauf, wer gucken muss, oder soll ich es nochmal wiederholen? Lanaibar, aber das geht Vorne erst. müsste jemand sein, den müsste man Genau. eigentlich jetzt hier schon sehen. Ne? Ja, Also wir haben die Also- Bar, wir haben den AIDA-Schriftzug, wir haben die Kabine, die mal fast deine war. Da winkt jemand, schreibt unten, doch, da sieht man es. Geh mal drauf, genau. Ach, da sehe ich, Remo hat es. jawohl. sehe ich doch von hier. Und Deck 10. Also 4 Punkte. Ja, Deck 10 ist lang. Ja. Das ist Deck 9, was da winkt.
Da ist Michi. Oh, Michi. Oh, Die Making-of-Drohne. ich mach mal etwas Musik. Unter dem Schriftzug. Da winkt aber derzeit niemand. Ja, ich gehe da mal kurz drauf. Viel Spaß auf eurer Reise. Dann haben wir Deck 10. Das müsste ja über... Ja, Vielleicht ja auch auf der aber anderen wo Seite. auf Hat Deck jetzt 10? nicht geschrieben, Steuer oder Backbord. Ach, guck Ja. mal. Siehst du da oben? Da, wo die Glaskuppel ist. Ja. Hast du gesehen? 2 unter. Ah, ja. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Da. Und genau unter der Glaskuppel auch. Haben wir auch noch jemanden? Da hat jemand gewunken. Alles voll mit Winkies. Und beim AIDA-Schriftzug Ja. so beim grünen A. Genau. Ich bin mal heute die Winkbeauftragte, ne? Jawohl. Und noch ein Stückchen weiter rechts, bei der Treppe. Ist das eine Treppe? Siehst du? Ein Stückchen weiter. An dem grünen A lang Richtung Heck. Da ist doch so eine Treppe. Ja. Und da rechts neben. Und die Bar müsste da sein. wo Also die ich hätte den Sonne Lotsen bildet. jetzt drauf. Dann schaue ich, dass ich mal bei der Lanai Bar jemanden finde. Aber da sehe ich zumindest niemanden winken. Doch, da winkt jemand. Ist gar nicht so einfach, die alle zu finden, oder? Das ist unglaublich schwer. Aber bei der Bar winken so einige. Da winken viele, ja. Ja, aber dann haben wir ja ein paar noch. Reise. Wink, gewink. Wie die Teletubbies sind wir hier heute zu Winke, winke. Ich bin wieder auf der 3.
gerade richtig schönes Licht. Vielleicht willst du ein Foto machen, dann kann ich die Kamera sonst machen. Ich weiß nicht, ob du... Willst du? Also, oder... Ich habe nichts dabei. Fotos machen wir später. Ja, die Drohnenbilder lohnen sich wieder. Erhard, vielen Dank für die 2,49. 2 Kreuzfahrer vor der Stadt. Oh, das war schon etwas, das war eben. Vielen, vielen Dank. Und Gulrak ist auch seit 9 Monaten dabei. Danke für den netten Empfang am Bubnerufer, nebst Möwe und Ratte. Aida Prima war einfach knapp zu spät für uns. Ja, so ist das leider manchmal mit der Aida. Und Dilling haut eine 10er Subbombe raus. Herzlichen Dank, herzlichen Dank. Hier haben wir auch noch was Kleines. Kann ich aber auch machen, wenn du auf die... Ja, dann bleibe ich auf der AIDA. Ja. Schalt mal um. Du sagst, wenn du startklar bist. Ja, noch nicht. Gleich. Jetzt. Oh, schön. Mit Lotse. Ja, danke für die Grüße, Schwarzbart Jürgen. Ich habe es gerade noch gesehen aus dem Augenwinkel. Schöne Grüße zurück. Und ich leite deine Grüße an Antje weiter. Ja, der Lotse passt farblich dran, ja. Tube Radio History, vielen Dank für das Lob. Aber die guten Bilder kommen von der Drohne. Trotzdem danke. Die Mischung macht es. Ah, da ist ja noch ein Segelschiff. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Du hast es gerade mit dem Bild. Cool. Wer ist das? Sebastian, du hast es bestimmt auf dem Zettel. Ich schalte mal schnell auf meine Kamera um. Mhm. Voll im Gegenlicht. Ja, ist bei mir aber auch nicht besser. Da macht der Lotse noch Fotobombe. Ja, aber ist doch super. Sehr schön. Das sei die Santana, schreibt die Ute. Dankeschön. Johann, danke auch für 17 Monate. Behind the Scenes war heute auch wieder klasse. Ja, danke schön. Danke. Und Wasserburg ist da. Der Danny, 2 Euro. Dankeschön. Sveti ist seit 18 Monaten dabei und sagt vielen Dank für die tolle Arbeit. Dankeschön.
Ja, aber ich finde es ja schön, dass du mal siehst, wie schwer das ist, diese Leute zu spotten. Ne? Also jemanden Ja. zu finden. Also es ist wirklich am besten, wenn sie irgendwas haben, womit sie winken. Irgendwie Ja, ohne ein Winken. rotes, gelbes Tuch oder Keine so. Chance. Irgendwas Farbiges, sonst ist das unheimlich schwierig. Ich bin auf Deck 10. Das d- geht und nicht. Die Menschen sind so klein an Bord. Ja. Trotz riesen Teleobjektiv ist das wirklich schwer. Das ist eine Challenge. Hast du noch ein schönes Bild? Bestimmt, oder? Ja, schön ist relativ, aber ich sehe noch ein bisschen AIDA. Dann schalten wir noch mal kurz um. Kommt jetzt nämlich eine Fähre. Die ist jetzt schon richtig weit weg, die AIDA. Ja. Das ist Wahnsinn, wenn die erstmal Fahrt aufgenommen hat, wie schnell das dann geht. Also Remo, du meldest dich, wenn ich übernehmen soll. Ja, ich übergebe gleich wieder. Nach der Fähre möchte ich erstmal landen. Und dann können wir ein Päuschen machen, bis die Aurora rausgeht. Dann trinken wir eine Kiezmische. Das finde ich sehr vernünftig. Da bin ich dabei. Ihr schreibt, Melli, sie hat vor 1,5 Wochen mit einer Werder-Flagge gewedelt. Konnte man natürlich nicht sehen. Also Werder-Flaggen werden einfach automatisch rausgefiltert. Genau. Da ist so ein Overlay auf der Kamera. Wenn da Guck mal, eine von Sandra Werder-Flagge kommt erkannt 5 Schweizer Franken fürs Kamerakind Remo. Dankeschön. wird. Dankeschön. 11 Knoten hat die AIDA schon drauf. Ja, Wahnsinn. Wow. Ja, wir haben einen Grünfilter, genau. Ich habe gleich wieder ein interessantes Bild. Eine Sekunde. Ich schalte um. Übernimmst du? Ja. Sehr gut. Beobachten wir wieder ein bisschen den Lotsen. Auch wenn das Bild jetzt ein wenig wackelt. Das bin nicht ich. Ich möchte es bitte registriert haben von Ja, aber euch. das Ich kennen wir ja kann da schon, oder? nichts für. Das kennen wir ja schon ganz gut. Kann das der Lotse für die Aurora sein oder ist das schon zu spät? Wenn die 18:30 Ich habe nicht drauf geachtet. Also rausrollen, könnte noch sein, dass er das ist. die hätten noch 20 Minuten Zeit. Das könnte sich noch ausgehen. Ute, danke für dein Lob. So, Und moin Paul. ich komme mal runter. Wenn du gelandet bist, dann lese ich mal Remo. Ja. Dann tauschen wir wieder, genau. Suppdidupp. Und dann direkt den Akku wechseln. Ja. Um halb kommt noch ein Airbus.
Testflug. Also genau, wenn die Aurora rausgeht, soll noch ein Airbus Wahrscheinlich. kommen. Nein, ausgehen sollst du nicht an. Ja, wo kann ich dir mal hinlegen, dass da keiner drauf tritt? Auf die Drohne? So. Super. Ob wir einen Frühstream machen, fragt der Lars. Ein Früh-MS-Stream. Warum MS? Ich muss blöd fragen. Also morgen früh sieht das Wetter leider nicht so gut aus. Das muss ich mir später noch mal angucken. Und wollt ihr jetzt Päuschen und ich übernehme mal hier? Willst du das mal machen und wir trinken? Genau, ich mach das mal. Ich sage nochmal Danke an Torben, der seit 20 Monaten dabei ist. Hab mir gerade von Bord die Bestätigung geholt. Mein Schiff 4 liegt mit Backbordseite in Altona am Samstag. Ja, sehr schön. Ulrich Böcker, 2 Euro Superchat. Noch 5 Wochen, dann wieder eine Woche in Hamburg. Und Lars Bach ist auch seit 9 Monaten dabei und er meint mit MS wahrscheinlich mein Schiff-Stream morgen früh. Ah, alles klar, okay. Ja. Also morgen früh kommt ja auch die Hanoi Express mit dem Max. Aber ich muss heute Abend noch mal gucken, was das Wetter sagt. Vorhin sah das noch nicht so gut aus für morgen früh. Ja, ja, wir machen mal ein kurzes Päuschen. Tanja übernimmt mal. Soll ich nicht das nehmen? Ja, du kannst auch das von Remo nehmen. Sonst hast du ja immer mit deinem Ja, Mikrofon, ja. die, Nee, wenn man die ist verwechselt, egal. ist es ja wie... Nein, es ist egal. Die sind beide gleich eingestellt mittlerweile. Ja, dann mach mal. So, dann übergebe ich euch wieder an Tanja. Danke. So, ich habe jetzt hier das Ganze. Tanja hat jetzt alles. Also ich baue ja nachher nicht ab. Ich ziehe alles raus, schmeiße das alles in den Wagen und gehe auf die Fähre. Ne? Tanja hat jetzt alles. Tanja hat jetzt Kamera, Chat, Mikro. Tschüss. Tanja hat die Macht. Endlich Ruhe hier. Ist das schön. Aber hier passiert ja jetzt auch nicht so viel, ne? Dankeschön. Jetzt ist es recht ruhig im Moment. Prost. Einer muss ja arbeiten, ne? Und einer muss arbeiten, genau. Einer muss arbeiten, ja. Macht nichts. Die auch da ist und hat meine mehr mitgebracht. Also wir haben jetzt schon noch eine. Nee. Sicher? Und dann so, wir haben nämlich 3 Kiezmischen und ein richtiges, weil das Richtige ist immer meins. Weil ich trinke nicht. Also Remo, du darfst gerne wiederkommen, ne? Also, ne? Du bist ja noch ein paar Tage hier. Du, ich wollte auch ein bisschen Urlaub machen. Das wäre schön, dass du da bist, ne? Also dann Urlaub ist machen, das ja das ist eine klar, gute ne? Idee. Genau, ja. Das ist doch super. Also ich kann euch jetzt hier nur so eine Fähre bieten. Ach Quatsch, eine Fähre, hier so einen schönen Ausflugsdampfer. Das ist aber auch gleich in Fort. Ist auch krass mit den Flugstunden, die du schon hat. Tschüss, das ist weg. Falls du sehen. Können wir leider noch nicht reinstreamen. Das wäre doch was. Brauchen wir die Drohne auch nicht mehr. Streamen, ja? Das wäre doch was. Das wäre was. Hat auch schon wieder 150 Kilometer. Wir brauchen noch eine Wasserdrohne. Das wäre auch noch was. Nee, danke. Hier gibt schon wieder Beschwerden. Das Bild wäre nicht scharf. Was? Kannst du mal gucken? Ich sehe doch sowas nicht. Na, das Bild sieht gut aus. Also, Fokus passt. Bitrate passt auch. Also MG liegt nicht an mir anscheinend. Hier sind die Profis. 90% der Fehler. Hier sind die Profis am Werk. Aber das Gute ist ja, wenn das Bild bei mir nicht scharf ist, bin ja kein Profi. Also dann ist das halt einfach so passiert. Ne? Dafür kann ich andere Sachen gut. Und mit 3. Ich weiß, wer auf der Couch schläft. Es gibt ja zwar einen Rettungsring, aber man kann hier ganz schnell in die Elbe fliegen. Der Rettungsring müssen wir so finden.
Guck mal, da Christoph, Tanja ist doch scharf. Ja, natürlich, danke, das wollte ich doch hören. Weißt du denn noch, wo du hier warst? Den Lars hatte ich, Patrick hatte ich noch nicht und Almut. Ach, dann sag ich doch mal Patrick, willkommen auf dem Fischmarkt. Und die liebe Almut, das ist auch noch mal 2 Euro da. Danke dir. Ein bisschen Unterstützung habe ich hier ja, ne? Die guten Jungs sind ja hier in meiner Nähe. Ach, guck mal, da kommt doch die Fähre, die gar nicht hält. Das ist doch die Fähre, die hier durchbrettert. Oder eine Leerfahrt. Eins von beiden. Ist denn noch irgendwas auf dem Programm heute, außer die Aurora, ne? Oh, ich bin auch wieder so schlecht informiert. Wo Patti ist? Ja, der isst und trinkt, würde ich sagen. Und Gelimuk ist auch bei uns dabei auf dem Fischmarkt. Willkommen. Und Steffi ist auch da bei Twitch. Moinsen. Was ist denn da so los? Du siehst nichts mehr? Ich könnte dir eine Brille geben. Captain der Iglo Geil. kommt. Ja. Da ist er. Der ist aber auch wild unterwegs hier. Ein bisschen weg. Genau. Und Thomas ist schon 21 Monate dabei auf dem Fischmarkt. Ganz lieben Dank.
Also hier bin ich jetzt nicht so ganz auf dem neuesten Stand. Twitch war nichts. Okay. Und die Feldküche 0815 ist auch mit an Bord. Moinsen. So, jetzt kommt hier wieder richtig schön die Sonne raus. Ja. Ach nein. Jetzt ist Es geht wieder los. Es ist vorbei hier mit der Ruhe. Danke, ich muss noch fahren nachher. Guck mal, der Wertheimer Spaziergänger ist seit 6 Monaten dabei und stellt uns eine schöne Frage. Ja. Wird es denn mal wieder einen Kalender geben? Ja, wir sind gerade am Start und planen und machen und tun und gucken und suchen aus Der Kalender ist und sogar schmeißen schon fertig. raus. Ja. Also er ist vom Layout her fertig. Und Hallöchen. Ach nee, du. hallo. Na, Na, Besuch hier. Der Martin ist da. Ich kann Martin Urlaub ist machen. auch Der da, so. Martin ist da. Schön. also Kalender. Der Kalender ist fertig vom Layout her. Und wir werden irgendwann im August, moin Martin, irgendwann im August werden wir starten mit den Vorbestellungen. Die werden wir dann so 2-3 Wochen laufen lassen. Dann wissen wir, wie viele Kalender wir drucken lassen. Aufgrund der Vorbestellung legen wir die Auflage fest, lassen die dann drucken und versenden. Also ihr müsst den vorbestellen dann, den Kalender. Wir werden uns nicht viel davon aufs Lager legen, aber wir werden lange genug Zeit lassen. Also wir wollen dann schon irgendwie 3 Wochen oder so die Vorbestellungen laufen lassen. Aber das ist einfach am besten, um die Auflage zu bestimmen. Dann werden wir den irgendwann drucken lassen und ich denke mal irgendwann so Ende September, Anfang Oktober verschicken wir den oder so. Ja. Das ist der Plan. Und der liebe Hansi Seehund lässt auch noch mal 2 Euro da für mich. Dankeschön. Vom Lieblingsseehund. Also ein kleiner Seehund, wenn der hier so rumschwimmen würde, das würde ich richtig gut finden. Voll süß. Aber ich glaube, das ist nicht so gut als Lebensraum hier für so einen Seehund. Aber ich würde immer Fische mitbringen. Der Kalender wird höchstwahrscheinlich, also nagelt uns da bitte jetzt nicht endgültig drauf fest, das muss ich mir noch mal angucken, aber höchstwahrscheinlich wird er bei 25 Euro liegen, denke ich. A3, sehr schönes Papier. Was wollen Sie? Angenommen. Dann ist eine Fähre abgefahren und dann 8 Leute umgefahren. Weiter her! Danke für die Fotos. Ich sag, das ist mega. Und dann ich sag, warte, ich pfeife. Was hab ich denn gegriffen und die Leute. Das ist auch ganz schönes Licht, ne? Ist ein bisschen angestrahlt. Ja, ich hoffe, das passt so mit 25 Euro für den Kalender. Markus schickt 2 Euro und schreibt schon mal Vorbestellung. Ja. Steffi auch. Steffi auch, danke. Danke, ihr Lieben. Und ihr werdet dann, also wir werden dann natürlich auch eine Vorschau in den Shop packen, damit ihr dann natürlich auch sehen könnt, was da für Bilder drin sind. Nicht, dass ihr den Kalender im Sack kauft. Genau, und wir haben das so gemacht, jedes Bild ist in irgendeinem Livestream entstanden. Und auf jeder Seite ist dann ein QR-Code und der springt oder bringt euch direkt an die Stelle von dem jeweiligen Livestream, wo das Bild entstanden ist, so dass ihr dazu das Bewegtbild habt. Ich finde, das ist eine lustige Idee, oder? Ja, welcher Schlaufuchs hat sich das bloß ausgedacht? Malte will nachher noch auf Kajaktour. Sehr cool. Ja, guck mal, wie viele jetzt schon schreiben Vorbestellung. Das ist ja super lieb. Das zählt super aber lieb, nicht, das ja. können wir uns doch jetzt hier nicht merken. Ihr seid so süß. Ja, Danke. wir werden das, wie gesagt, früh genug ankündigen und dann lange genug laufen lassen, die Vorbestellungen. Da werden wir euch dann mal 2-3 Wochen mit nerven in jedem Stream.
Aber wir wollen die halt in einer Aktion dann verschicken. Wir wollen gerne uns dann irgendwie 1-2 Tage Zeit nehmen, ein paar Helfer holen und dann in einem Rutsch die alle verpacken und verschicken, damit das dann nicht so kleckerweise kommt. Ulrich Böcker ist auch dabei. Danke Ulrich für die 2 Euro. Ach, guck mal, was hier kommt. Ein Delfinboot. Heute Morgen schon wieder. Wo warst du denn schon wieder? Ich sag, da. Und wenn der lacht, da. Wieso hast du die jetzt schon wieder im Drehkreuz gekriegt? Mit dem Wagen hinterher. Ja, schauen wir mal, wie pünktlich die Aurora ist. Wann sollte die 19, ne? Ja, Cruise Gate steht sie für 19 Uhr drin. Sie sollte um 18:30 Uhr rausgehen. Also geht sie Viertel vor raus. Das Gucken wir mal, was bei ein rauskommt. gutes Mittelmaß. Schauen wir mal. Also, Schwarzbart-Jürgen. Er fragt, können wir auch den Kalender zusammen mit Kaffee ordern und nicht nur Kalender allein. Jürgen, das ist ein etwas heikles Thema, weil das so eine Verpackungsgeschichte ist. Ne? Wir werden dann so Kalenderverpackungen dazu bestellen und das dann zusammen mit dem Kaffee zu verschicken. Ja, das werden wir machen. Das wird natürlich auch funktionieren, einfach um Versandkosten zu sparen. Aber es ist vom Versand her ist es immer doof. Da brauchen wir also Kaffee mit einem Kalender. Das ist dann. Das Problem ist halt, dass der Kalender ja sehr dünn ist. Und das kriegt man natürlich in keine Verpackung. Also müssen wir dann noch einen großen Karton nehmen und das da, also im Prinzip einzeln den Kalender verpacken. Dann damit, denn ja klar, kriegen wir schon alles irgendwie hin. Ne? Ja. Schaffen die andere auch. Frank schickt 2 Euro und sagt auch Anzahlung für Kalender. Dankeschön. Dreier- oder Vierer-Kalender? Ja, gibt es nicht. Also hatte ich jetzt auch eben schon gelesen. Verstehe das nicht. Ach, die man so auseinanderklappen kann. Nee, das wird ein A3-Kalender. Also jeder Monat eine Seite. Also zumindest dreht sich schon mal das Radar bei der Aurora. Ein Kaffeekalender. Das ist so lustig. 24 mal 500 Gramm. Ja, und wenn ihr das dann zusammen bestellt, verschicken wir es natürlich dann erst, wenn der Kalender da ist. Also, ja, oder wir schicken das dann vorab. Hast du die schon gesehen? Die ist neu. Ach, das ist ja süß. Hast du das gebastelt? Ja. Ach komm, das muss ich aber jetzt mal zeigen. Ich will das Da aussehen. gibt es noch einen zweiten Entwurf zu. Das ist ja cool. Oh, Martin hat gebastelt. Hier war langweilig. Das muss ich euch jetzt mal zeigen. Ich schaue mal, ob ich das hier... Warte, ich muss das mal lichtmäßig. Kannst du mal auf die 2 drücken? Die obere oder die untere? Die obere. Martin hat uns eine Hamburg-Hafen-Live-Fähre gebastelt. Ach, wie süß. Das ist aber schon ganz niedlich, oder? Finde ich jetzt aber auch. Richtig gut. Oder komme ich doch mit? Aber dann kann ich ja nicht pfeifen. Auf der Fähre darf ich nicht pfeifen. Sehr süß. Bis morgen, ihr Lieben. Schönen Abend noch. Sehr geil. Dankeschön. Wollt ihr los? Alles klar. Wir sehen uns morgen, ne? Kommt der Samstag wieder ins Hafen, weil mein Schiff hier ist und Wir entscheiden das alles spontan. Weil wir sind eigentlich auch Familienbesuch, weil wir auch mal von Hamburg Familie. Oder eigentlich hat er Klicken. Erst im Hof. Die schmeißen uns bald raus aus dem Hafen. Moni, danke für 2 Euro. Herzlichen Dank. Kriegst du auch mit? Tschüss, wir hören uns. Jetzt hauen alle ab. Wir sprechen noch mal wegen morgen. Bis Ne? morgen, ne? Wir hören nachher noch mal Also wegen morgen ne? noch mal hier Programmhinweis. Sind wir auf der Schahörn
gegen 14 Uhr. Und da machen wir einen schönen Stream aus dem Maschinenraum. Die ist ab 16 Uhr geschartert, wird dann vorher angeheizt. Und wir haben dann die Möglichkeit, mit dem Olli, dem Maschinisten, direkt in der Maschine uns einmal alles zeigen und erklären zu lassen. Das Gute schön ist, voll räuchern lassen. ja, und das Gute ist, dass halt noch keine Gäste an Bord sind. Also dann haben wir halt richtig Zeit. Am 24.08. fahren wir ja selber mit. Da machen wir auch einen Stream auf der Schahörn. Also falls ihr da Bock habt, noch mitzufahren, da könnt ihr euch gerne für anmelden. Gibt noch Karten. Aber morgen erstmal so ein bisschen Technik. Denn bei der Fahrt werden halt bestimmt auch viele Gäste da sein und die wollen ja auch in die Maschine. Weißt du den Link auswendig? Sonst muss ich schnell mal... Den Link, Ausrufezeichen Schahörn müsste das sein. Oder Schar nur. Ich glaube Schahörn. Also sonst Sebastian hat den bestimmt. Ja, Sebastian ist aber nicht da. Ah, Sebastian ist nicht da. Ich kann schnell nachgucken. Oder haben wir den nicht hier in unserem Archiv? Da, Sebastian ist doch da. Ach. Schon da, der Link. Schar ist es nur. Ja. Ich kriege nicht immer alles mit. Ich musste hier die Regie übernehmen, weil die Männer Pause machen wollten. Sorry, danke. Aber sag mal, haben wir eigentlich beobachtet eben, ob der Lotse zur Aurora gegangen ist? Also ich habe das nicht mitbekommen, aber das heißt ja nichts. Aber es ist ja auch im Prinzip egal, weil weg können wir eh nicht. Nee, das stimmt. Also das stimmt. ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Ja. Nein, Brigitte steht nicht am Dockland. Es sei denn, es gibt noch eine. Sie stand am Dockland. Sie stand da. Sie stand am Dockland. Guck mal, wir können ja auch hier noch mal bei dem schönen Licht auf die APL New York gucken. Da wird doch bestimmt noch ein bisschen geladen. WhatsApp-Link habe ich eben rausgehauen. Der müsste eben eigentlich drin gewesen sein. Kann ich aber noch mal machen. Cool wären am Samstag auch 2 Standorte, ne? Ah, Lotse ist vorbeigefahren. Okay. Ja, aber dann hat er jetzt wahrscheinlich einen anderen Auftrag, ne? Mhm. Ja, die AIDA ist schon raus. Könnte sein, dass auch gleich der Airbus kommt. Da kommt gleich noch irgendwie so ein Müssen wir mal beobachten. Airbus-Taxi. Testflug. Ein Luftbus. Testflug. Und wer noch eine Flagge haben möchte übrigens, sind wieder vorrätig die petrolfarbenen. Für die Planespotter ist ein Testflug was richtig Cooles, glaube ich. Habe ich mal gehört. Also ich gebe jetzt das einfach nur weiter, was ich mal so mitbekommen habe. Gucke ich ja auch ganz gerne mal rein bei den Planespottern. Die Soraya, ich denke, die ist gestern raus. Also so richtig mitbekommen habe ich das auch nicht. Hatte nur heute gesehen, dass die schon unterwegs ist. Deshalb nehme ich mal an, dass die gestern irgendwann abgefahren ist.
Ach, Michi schreibt gestern Abend. Gestern Abend, okay. Dankeschön. Hier ist wieder was los, sag ich dir doch. Regen könnte südlich vorbeigehen. Gute Info. Ganz egal, wo der vorbeigeht, Hauptsache er geht vorbei. Von mir aus kann der Regen auch unter uns hinwegtauchen. Kriegt noch Schokolade, ist noch Aber ich habe einen neuen Regenmantel, mit dem wollte ich ja nicht Brigitte Konkurrenz machen. Ja, weil der pink ist. Ja. Ja, vielleicht geht die Aurora dann doch erst 19 Uhr raus. Ich tippe ja auf Viertel vor. Meinst du? Ja. Aber wir haben ja noch den Flieger. Ja. Den sehe ich auch schon. Ey, wieso sehe ich die denn immer nicht? Du weißt auch ganz genau, da kommt er jetzt. Da haben wir noch was für unsere Planespotter. Ich mag die Flieger ja, ne? Ich finde Flughafen auch so interessant. Oh, haben sich da zwei Einblendungen überschnitten? Sowas gibt's? Ja, sorry, irgendwie Shop und WhatsApp. Kann ich gleich nochmal. Aber sonst sind ja im Chat auch die Links. So, nun flieg mal zu hier, weil gleich kommt eine Fähre. Hallo, servus. Hallo, moin. Hallo. Machen Sie die Fotos für Marientrafik? Nee, das ist ein Livestream. Sie sind live. Live auf Sendung. China Eastern. Auf Englisch? It's a Livestream. Das ist live. Eine Fähre kommt aber dazwischen. Kein Problem. It's okay. Sehr guter Apparatur. Thank you. Tschüss. Ja, Erika. Genau, da schaue ich auch ab und zu mal rein. Beim Stefan. Süppchen fragt, ob ich schon die Spaghetti-Eisschokolade probiert habe. Ja. Ich glaube, die schon fast alle. Die ist nicht zu Hause angekommen. Nee. Zumindest nicht vollständig. Aber das war ja klar. Ja. Ja, könnt ihr den Leinen... Oh, ich glaube, Leinen sind schon los. Hey, da hängt Spaghetti runter. Brigitte will gleich pfeifen. Brigitte, am besten pfeifst du, wenn du direkt hinten bei der Aurora bist. Ach, hier willst du pfeifen. Fahr doch mit. Herrlich. Also Leute, ihr seht Bis morgen. oder ihr hört, Kamera steht in der falschen Richtung. tschüss. So. Ahoi, meine Lieben. Captain
saftig der Seelachs ist. Für mich und meine Mannschaft gibt es nur Iglo-Fischstäbchen. Die sind extra knusprig und sowas von saftig. Hurra! Und sowas von saftig sind die. Oh, die Werbung, ne? Früher hat man ja auch noch Werbung geguckt, gab ja nichts anderes. Ne? Heute kannst du es ja alles weitestgehend umgehen. Markus schickt nochmal 5 Euro. Vielen Dank, Markus. Super Bild, macht weiter so, schreibt er. Und hatten wir den Kevin eigentlich? 5 Euro Superchat für Martins Fähre, bitte als Deckblatt für den Kalender. Dankeschön. Dankeschön. Ja, der Kalender ist schon fertig. Kann ich noch mal kurz mein Mikro hier lassen? Ja. Ich bin mal mit Brigitte um die Ecke. Okay. Ja, dann geht es bei der Aurora jetzt auch gleich los. Nee, Steffen, das Captain Iglo, das spielen wir ein. Es wäre ja lustig, wenn die Fähre das die ganze Zeit hier im Hafen spielen würde. Ich glaube, dann würden sie die irgendwann versenken. Ja, Steffi, vielen Dank. Steffi hat uns das rausgesucht, das Lied, und geschickt. Nils, wenn der Kalender draußen ist, gibt es auch eine Vorschau davon. Und da wird auch eine AIDA zu sehen sein. Aber es wird ein Hamburg-Hafen-Live-Kalender, kein Kreuzfahrerkalender, Containerschiff-Kalender, also eher so mit so ein paar Stream-Highlights. Guck mal, das fällt mir jetzt erst auf. Die Aurora, die hat auch vorne auf beiden Seiten Klappen am Bug. Der Kalender wird A3 haben. A3 quer. Hansi, ja, Hansi ist nicht im Kalender, Mike. Ganz lieben Dank für die 2 Euro. Wenn Hansi hier durch die Elbe geschwommen wäre, hätte er es vielleicht geschafft. Wartet einfach ab, bis der Kalender draußen ist. Ich packe Vorschaubilder in den Shop, sodass ihr genau sehen könnt, was da für Bilder drin sind. Und dann könnt ihr entscheiden, ob euch das gefällt oder nicht. Schönes Fährengewusel, oder? Und jetzt wieder totale Stille.
Wir werden euch rechtzeitig Bescheid sagen, wenn es mit dem Kalender losgeht. Wir werden euch da 2, 3 Wochen lang in jedem Stream mit nerven. Ja, es müsste eigentlich jeden Moment losgehen. Seht ihr schon Bewegung? Ich sehe noch nichts. Ich sehe noch nichts. Ich bin ja noch. So, da bin ich wieder. Da ist sie wieder. Wieder. Habt ihr irgendwelche Frauengespräche Ja, geführt? wir haben Geheimsachen. Könnte die sagen, aber dann müsste ich dich töten. Ja, sowas von. Sandra, ganz lieb, Dankeschön. 2 Dankeschön. Schweizer Franken, ihr könnt gar nicht nerven. Na dann. Das sehen andere, glaube ich, anders. Aber Dankeschön. Aura soll doch erst um 19 Uhr raus. 18:30 sollte die raus. Ach so. Wir haben uns dann auf 18:45 geeinigt. Wir wissen aber nicht, ob die Aurora Ja, das aber weiß. sie legt jetzt ab. Also die Leinen sind los. Es muss eigentlich jeden Moment losgehen. Aida Prima hatte ein technisches Problem gehabt. Ja, Dom, bisschen später. so ist das halt, wenn man seine Schiffe nicht in Deutschland bauen lässt. Grinse nicht so. Dann komme ich ja doch früher nach Hause heute. Ja, wo ist die Sonne, Geraldo? Gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Jetzt geht's los. Jetzt drückt sie sich langsam von der Pier weg. Sieht man sehr schön im Hintergrund an dem Kirchturm. Natürlich war ich heute Morgen da. Aida Prima? Ach, die Aurora, ja. 25 Jahre alt, ne? Morgen kommt keiner Aida. Morgen kommt nur die MS Finnmark. Am Samstag kommt Aida Perle. Und mein Schiff. Aber mein Schiff hier ist so früh da. 5:30 Die ist Altona. Aber finde ich ja ganz schön, so vorne mit so einer angedeuteten England-Flagge. Ich habe die ja eben auch vom ganz dicht gesehen. Ich bin da ja eingestiegen. Sehr schön. Also ich mag die. Also vom, Erinnert so ein bisschen an die Iona. ja. Also ich finde die gut. Brigitte. Entschuldigung! Es ist wieder lustig hier. Brigitte kann auch nur 0 oder 1. Es gibt doch so wirklich es gibt doch so Lach-Yoga. Es gibt doch auch so Lach-Yoga und so Leute, da kannst du so ein Lachseminar machen. Das gibt es wirklich. Da braucht ja Brigitte auf gar keinen Fall hin, aber wir können sie ja vielleicht mal als Coach anmelden. Was meinst du? Guck mal, Torben schreibt, man könnte ja fast denken, dass Iona und Aurora zur gleichen Reederei gehören, Paddy. Könnte man meinen, ne? Könnte man denken, ne? Das Gute ist ja, hätte man Ahnung von Kreuzfahrtschiffen, würde man das ja wissen, aber das haben wir ja leider nicht. Also, aber das sorgt dann wiederum ja auch für Lacher, oder? Ich bin froh, wenn ich Aida und mein Schiff auseinanderhalten kann. Ist schwer genug. Ist schwer genug. Schon eine Challenge. Aber das kriege ich so gerade hin. Ja, aber der Anleger ist kein Gäste mit bei Aida.
So, das ist nicht die englische Flagge, sondern die britische Flagge. Ist auch egal. Irgendwas von der Insel. Waschbär sagt, früher gab es mal einen Lachsack, den hatte ich auch. Da war Oh, Lachsack, wie lustig. Lachsack war richtig Wie lustig. witzig. Da war innen gelb, das weiß ich noch. Und drumherum war wirklich so ein Sack. Und vorne, das war so ein Sack, so ein richtiger Jute-Sack. Ja. Und da stand auch Lachsack drauf mit so einem Smiley. Ja. Lustig. Aber haben sie auch einen stolzen Schornstein drauf gebaut? Irgendwie mussten sie die ganzen Dämpfe von Deck wegbekommen. Also wurde der Schornstein etwas länger. Ja, wie lange wollen Sie denn noch seitwärts driften? Hier kommen schon Vorschläge fürs Ja. neue Merch. Wir sollen einen neuen Lachsack kreieren mit der Lache von Brigitte drauf. Nee, eigentlich müssten wir diese, weißt du noch, dass wir mal diese Kästen hatten? Die waren super, da muss ich ja noch welche besorgen. Das mache ich noch mal am Wochenende. Es gibt so Geräuschkästen. Ja, den hole Das ich sind im noch Prinzip mal. so Plastikkästen, Wollte ich- die haben so 10 Knöpfe. Genau. Und jedes Mal kamen irgendwelche Hamburger Sounds Ja, daraus. das war cool. Und sowas wäre eigentlich ganz cool mit so Hamburg Hafen Live Sounds. Da kann man auch einen Pfeifen mit auf den Knopf legen. Und Hörner. Das wäre cool. Das wäre Da lustig. kommt mir gerade eine richtig gute Idee. Ja, Ja, das wäre lustig. Wäre mal interessant, wo es sowas gibt und das, ob man das branden lassen kann. Sounds draufspielen ist ja bestimmt nicht schwer. Ja, gleich ist sie im Dock oder was? Will die jetzt in das Dock fahren? Vielleicht braucht die noch einen Schlepper, der sie da rausholt. hallo. Hallo. Silvio schreibt, er hat 2 Flaggen bestellt. Dankeschön, Silvio. Dankeschön. Vielleicht kalibriert die noch ihren Kompass mit Rückwärtsfahren. Die haben einen YouTube-Kanal, Hamburg Hafen Live. Nee. So, jetzt wäre ich aber mal für Hebel auf den Tisch. Vorwärtsgang. Aber ich glaube, so langsam geht's geradeaus. Haben wir denn da auch jemand drauf, der da drauf ist? Keine Ahnung. Glaube nicht. Sonst schreibt das noch mal ganz schnell, falls ihr uns hört. Nee, ob jemand auf der Aurora ist. Nur Engländer oder irgendwas anderes. Sprechen nur alle Englisch. We can talk English. Ich nicht. We can that. We have English for Runaways drauf. For sure, For sure. your English is not the yellow from the egg. My English is perfect.
den Typ von gehört? Nee, ne? Nee. Die dreht jetzt gleich nochmal 90 Grad und dann fährt sie quer die Elbe raus. So wie die Dressurpferde. Ja. My English is one wall free, ja. Jetzt kommen sie. Damit kann man den Chat unterhalten. I think I spider. Es ist so schön. Herrlich. Ihr seid echt klasse. Here comes the Aurora, a cross-drive ship. Cross-Drive-Ship. Ist doch super, oder? Super ist das. Guck mal, Brigitte hat hier heute alles dabei. Keine Hamburg-Fahne dabei. Keine Hamburg-Hafen Live. Pfui. Was hast du für mich? Jetzt sage ich das. Machst du noch mal Drohne? Warte, nee. Ja. Die starte ich gleich noch mal. Ganz viel rummachen, andersrum machen, andersrum machen. Genau. Weiter rummachen, immer weiter. Und einmal machen, weiter rummachen. Und jetzt einmal umdrehen das da, so, dass wir machen so. Genau. So hält das, weißt du? Ach Quatsch, ich kenne das. Ja, stimmt, Engländer fahren immer links, genau. Die sind auf der falschen Seite der Fahrräder. Ja, ihr müsst die ganz oben. Ja klar, ich kleine Wurst rubbel da hoch. Was mache ich da? Nee, mach ich nicht. Du bist größer. Ja, die Dinger sind cool. Das sieht jetzt aber hier nach einer ausgewachsenen Vorwärtsbewegung aus. Oder? Hier fragt jemand, ob man Brigitte für ein Fest buchen kann als Animateur. Ja, mache ich gerne. Wohin denn? Brigitte bringen wir noch ins Fernsehen. Dauert nicht mehr lange. Ich war doch schon im Fernsehen, im NDR. Stimmt, da war ich. Mehr brauche ich nicht. Ich starte schon mal. Ich glaube schon. Ich fummel mir eins zurecht. Wenn du die Brigitte machst, musst du zwei nehmen, ne? Ja, ja. Ich fummel mir eins zurecht. Darf ich den denn auch mitnehmen? Ja, natürlich. Passt schon. Gut, ich halte. Ich starte jetzt gleich einmal. Vielleicht könnt ihr die Fahne nicht über die Drohne halten. Nee, mache ich nicht. Ich halte sie mal eben zu den Männern. Dankeschön. Guck mal, da kommt die Lufthansa. Wie heißen die da? Ja, ist gut. Aua, Scheiße. Guck mal, das ist die 66, die durchfällt. Los geht's. Lufthansa hat Starterlaubnis bekommen. Abgehoben auf 50 Meter. Strich 50. Strich. Ich würde das aber total witzig finden, wenn wir mal so eine So Sprachnachricht eine Sprachbox. vom Tower hätten. Ach so. Aber das muss auch ein echter... Kannst du doch das, mit KI. Ja, es muss eigentlich echt sein, nicht das so eine muss echt KI-generierte sein. Geschichte. Nein, nein. Nee, diese ganzen KI-generierten Nein. Sounds und Lieder, das ist alles. Das ist auch alles Das ist nicht schön. meins. Nee, finde ich auch ganz schlimm. Es muss ein echter Fluglotse aus dem Tower machen. Das wäre richtig cool. Also wenn jemand zuhört, der auch noch Fluglotse ist,
Der darf das gerne für uns machen. Ja, die Aurora ist tatsächlich schon etwas älter. Irgendjemand hat Jackie? eben geschrieben, die hat schon ungefähr 25 Jahre auf dem Buckel. Jackie, ach so, Jackie. Ja, liebe Grüße zurück. Magaroni, danke für deinen Habe ich Prime-Sub. ausgerichtet. Auch schon 4 Monate dabei. Wir haben so, ich habe dann sie da gefressen. Und ich glaube, Ja, guck mal, Sandra kennt einen Fluglotsen am Züricher Flughafen. Ja. Wäre sehr cool. Ja, dann schön mit so einem Schweizer Ja, das Akzent. wäre richtig klasse. Grüezi. Lufthansen Starterlaubnis mit Schweizer Akzent. Sehr cool. Ja, Baujahr 2000, dann passt das ja fast mit den 25 Jahren. Nee, ziemlich genau sogar. Oh, und Hannes fordert dann auch gleich eine Ansage von der Flugbegleiterin. Das wäre auch sehr cool. Ja, da kenne ich doch eine. Perfekt. Und die arbeitet auch noch bei der Lufthansa. Wie lustig. Ja, Vielleicht kann die ja eine Sicherheitseinweisung. für Lufthansa machen. Kann die nicht mal hierher kommen und dann macht sie hier auf dem Laura, Ponton? ja. Dann filmen wir, wie sie eine Sicherheitseinweisung In Uniform. macht. In Uniform. Und dann startet die Drohne. Das wäre auch cool. Aber Fluglotse brauchen wir auch noch. Ne? Also alles, was fliegt und irgendwie Autorität hat, das brauchen wir. Der Kapitän kann auch noch was sagen, mir egal. Ja. Muss auch nicht der Kapitän sein, kann auch. Wie heißen die? Heißen die auch erste Offizier? Wie heißen die im Cockpit? Pilot. Ja, Pilot, aber die noch kein Kapitän sind. Co-Pilot. Co-Pilot. Aber haben die nicht auch so Rangabstufungen? So Die haben auch irgendwie 4 Streifen, 3 Streifen und so. Genau. Aber wir haben so viele Flugzeugfreunde an Bord, die wissen das. Lotse ist auch schon unterwegs. Ich denke mal, dass der auch zur Aurora möchte. Ja, auf dem Wasser haben wir auch Piloten. Nee, kann ich nicht. Ich kann nicht hissen. Achso, ich halte mal die Fahne, ne? Hier, guck mal, Second Officer. Ja, irgendwie sowas habe ich mir das schon fast gedacht. Officer klingt gut. Ja, ne? Ja. Wo ist denn die Drohne? Der, Zwischen den Dalben. guck mal, und passend dazu bekommt der Code-Pilot ein Sub geschenkt auf Twitch. Ach, wie lustig. Code-Pilot ist auch lustig. Der ist doch von Ja. Drucki. Muss ich auch immer lachen über den Namen. Ja, Sehr Code-Pilot witzig. ist super Sehr lustig. witzig. Aber vom Licht her sieht's aus. Ja, ist eigentlich ein ganz schönes Licht. Ich versteck mich mal.
Also die Möwen, die jucken sich nicht wirklich an der Drohne. Das ist denen eigentlich ziemlich wurscht. Moin Arthur. Arthur, erwartet uns wettermäßig noch was in den nächsten 20 Minuten? I hope not. Das startet doch ein Flieger, oder? Aber nach da, ne? Ja, ich habe gedacht, das wäre die Fähre. Ist euch auch so heiß wie mir? Mir nicht. Nee, ja. Du hast auch Feuer, Brigitte, deswegen ist sie auch immer heiß. Ja, immer heiß. Andi, wie lange bleibst du hier? Hier ist eine Frage für dich. Soll ich dir die mal vorlesen? Ja. Paddy, hab da mal eine Frage. Als du auf der Prima warst, hast du da während der Fahrt Bewegung durch den Motor oder so gespürt? Nein. Nix. Aber ich bin auch ziemlich unanfällig gegen solche Geschichten. Guck mal, dass wir das hier auch noch mal richtig haben. So, Moment. Andi, wo hast du die Gummidinger denn hergestellt? Ja, den Lotsen haben wir diesmal nicht mitbekommen. Real. Also ich glaube, im Cockpit ist das ähnlich wie auch auf der Brücke. Guck mal, ich pfeife. Also ich finde das Schiff aber ganz schön. Ich finde das Schiff auch schön. Also ich mag die wirklich sehr gerne. Schöne Form. Guck mal, jetzt haben wir es dann noch mal richtig. So, die Reihenfolge der Ränge wäre Captain, First Officer, Second Officer und Piloten sind sie alle. Nur Flugingenieure gibt es nicht. Ah, okay. Also ich finde das sehr interessant. Also Stimmt, Piloten sind sie alle. Also die Ausbildung, dass sie fliegen können, haben die alle. Ne? Und dann geht es, glaube ich, in erster Linie um Erfahrung. Das ist ja dann ähnlich wie auf dem Schiff, weil auch der zweite Wachoffizier kann natürlich das Schiff fahren, hat die Befähigung. Ja, weil ich sie mit Magneten kann ich sie manchmal nicht befestigen. Ja doch, aber so zusammen legt das und dann hauen die. da fährt sie dahin. Mhm. Ich habe natürlich wieder nichts mitgekriegt. Wo fährt sie denn hin? Sophie, ich danke dir vielmals für deinen Sub auf Twitch. Willkommen an Bord. Also ich weiß nicht. Nee. Die Metalldinger, ne? Brauchen wir zwei.
der Messingpfanne. Sei nicht so frech, Mann. Oh, ich darf nicht lachen. Ich darf nicht lachen. Ach, guck mal, Ute weiß es doch wieder. Fährt nach Southampton. Ah, Dankeschön. Ute ist immer auf dem neuesten Stand. Ja, ja, ich weiß. Das ist der Wrestler. Klick in der Linse. Halt dich. Halt mich. Guck mal, da hat die Möwe drauf. Ach, schöne Bilder. Immer wieder schön, wenn die hier die Elbe verlassen. Ich mag ja dieses Bild unheimlich gerne, wenn man so weit die Elbe runter gucken kann. Erscheine heißt es. Ja, ja. Ulrich schreibt, er schaut den Stream von Beginn an. Mensch, Ulrich, was für ein Durchhaltevermögen. Dankeschön. Weil Danke Paddy für die sich 2 versprochen Euro. hat. Ja, so langsam kann ich auch mit den Drohnenbildern leben. Mit Koi. Klingt doch gut. Nee, das dienen garantiert Dockram, ja, Samstag müssen wir mal gucken. Also Samstag ist, glaube ich, auch irgendeine AIDA da. Schauen wir mal, ob es Perla, schauen wir mal, ob es da einen Stream gibt. Ach ja, Samstag ist Mein Schiff 4, genau. Genau, Mein Schiff stimmt. Genau. Ja, wir müssen ja nicht immer die Musik einspielen. Game Planet. Ich finde das zwar auch ganz schön, aber man muss die Dinge auch nicht immer überreißen. Jo, dann Achtung, ich lande. Wenn die Drohne landet, fegt sie auch noch mal schön hier den Anleger durch, ne? Ja. Also mit so einer Drohne kann man auch wunderbar einen Holzkohlegrill anmachen. Oder Staubwischen zu Hause. Staub verteilen. Eher Staub verteilen. Ich dachte da gerade, da kommt Brigitte Sphäre. Ja, Mensch, das war doch eine schöne Aktion, oder? Jetzt will ich mal einmal die Kamera hier umdrehen. Achtung, ich zeige hier gleich alles mit dieser Kamera. So. Wollen wir mal Tschüss sagen? Ja. Bist du soweit? Ich bin soweit. Die Kamera ist da weiter, genau. So, Tanja im Bild? Ja, super. Danke, tschüss. So.
So, wer will noch mal, wer hat noch nicht? Wer will noch mal Tschüss sagen? Brigitte? Ja. Willst du hier noch einmal vor? Guck mal, Brigitte ist so klein, guck mal. Oh, ich wusste gar nicht, dass du so Süß, klein die beiden, bist. oder? Ja, ne? Grenzt nicht so. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser Stream hier am Bubenderufer. Vielen, vielen Dank an alle, die dem Wettergott ein Stoßgebet geschickt haben. Vielen, vielen Dank. Es hat gehalten, kein Regen. Ich hoffe, das gilt auch fürs Wochenende. Ja, drückt mal die Daumen, dass es für morgen auch gut aussieht. Morgen, wie gesagt, Scharhörn. Wir haben noch ein paar andere Sachen morgen vor, aber das ist alles wetterabhängig, deshalb können wir es noch nicht können wir es noch nicht versprechen. Also natürlich schiele ich so ein bisschen auf die Hanoi Express morgen früh. Das wäre allerdings dann auch echt so eine 5:30 Uhr Nummer. Also stell dir schon mal den Wecker vor. So Das entscheide ich nachher, je nachdem, was heute Abend dann die Regenvorhersage für morgen früh sagt. Ob wir den Max dann hier empfangen können, wäre natürlich cool, hätte ich schon Bock ja, drauf. verabschiedet haben wir ihn ja auch. Genau, also das wäre schon eine coole Sache, Ja, das aber wäre richtig gut. wenn es regnet und dann morgens irgendwie um 6 Uhr. Ich bin da. Brigitte ist immer da. Ich bin da. Schläfst du jetzt Ist hier immer oder da. fährst du noch nach Hause? Nein, ich fahre nach Hause. Also vielen Dank fürs Einschalten. Ja, ansonsten auch Scharhörn. Morgen auf jeden Fall und das ganze Wochenende haben wir noch einiges geplant. Und vielen, vielen Dank für eure fette Unterstützung wieder. Also echt ganz, ganz dickes Dankeschön, sowohl auf YouTube als auch auf Twitch. Und danke an unsere Moderatoren. Die haben heute auch wieder alles gegeben. Ja, also ich Die habe Maschinen waren wieder on the road. Ich habe Sandra gesehen, ich habe Peter gesehen, ich habe Sebastian gesehen. Ja. Ich habe Also- schon gesehen. Nicht zu vergessen, die Stechers vor Ort. Die Stecher. Ach ja. Stecherts, nicht die Stecher. Die Versprecher. Also, Ja. ich glaube, wir müssen mal ausmachen. Andi, der Sattelschlepper, hat noch 5 Schweizer Danke, Franken Andi. rausgehauen. Ralf S. aus Ja. A. auch noch mal 5 Euro. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und der Onkel Smart lässt einen Sub da. So, ihr Lieben, Dankeschön. Macht's gut. Tschüss.